Yo Bro, schauen wir mal, ob die neue Kollektion von den neuen Handys draußen ist, was Papa rausgebracht hat. Die verkaufen sich 100 Pro wie warme Semmeln, weil sie so bunt sind. Schau mal, da oben sind sie. Aber, warum sind die Samsung-Handys so weit oben? Ja, das stimmt. Und schau mal, die ganzen iPhones sind hier unten. Was ist hier los? Da kann irgendwas nicht stimmen. Ich frage mal die Verkäuferin, was das soll. Hey du da, warum sind die neuen Samsung-Handys so weit oben? Wer will schon ein Samsung-Handy? Apple ist so 1000-mal besser. Ja, TJ und Hunter, ich wusste, ihr habt was damit zu tun. Was habt ihr gemacht? Wie kommst du drauf, dass wir etwas gemacht haben? Wir haben gar nichts gemacht. Unsere iPhones sind einfach 1000-mal besser wie dreckige Samsung-Handys. Das war ein guter Spruch, Bro. Ja, danke, Bro. Wir sind echte Bro-Bros. Wer will schon so ein langweiliges Handy wie ein iPhone haben? Schaut mal unsere Samsung-Handys an. Ich meine, das ist grün. Wenn du kindisch und billig meinst, dann ja. Ich meine, schau dir mal ein iPhone an. Klassisch, wunderschön. Bruder, wer ist das? Wer sind diese Leute? Mein Name ist TJ und das ist mein Bruder Hunter. Unser Papa ist der iPhone-Hersteller. Das beste Handy, was man kaufen kann. Wenn du mit bestes Handy langweiligstes und einfallslosestes Handy meinst, dann ja. Und wenn sie so gut sind, warum sind die dann so weit oben und keiner kommt dorthin, dass er sie kaufen kann? Ja, ich wollte mich nochmal für das Bestechungsgeld, ich meine für die Spende bedanken, die sie den Shop gemacht haben. Oh ja, gar kein Problem. Wir helfen gerne in kleinen Shops. Das heißt ja, ihr habt den Besitzer bestochen, damit er unsere Samsung-Handys weiter oben hingibt, dass keine Leute sie kaufen können. Ach natürlich, diese Familie von Apple hat Samsung ja schon immer gehasst. Yo Bro, wolltest du ihnen nicht etwas vorschlagen? Hehehe. Oh ja, stimmt. Hey, wie wär's, wenn wir draußen um den besten Platz in diesem Shop kämpfen? Ein 1 gegen 1 Kampf. Okay, abgemacht, ich mach dich fertig. Nein, was machst du? Sei leise. Du glaubst doch wohl nicht, dass mich diese Schnarchtüte fertig macht, oder? Worauf wartest du, du Pfeife? Jetzt redest du noch groß. Los gehen wir. Hier ist der perfekte Platz für den Kampf. Mein lieber Bruder Merkur, bitte kämpf nicht. Gewalt ist keine Lösung. Ach, Romeo, du Waschlappen. Lass mich gefällig kämpfen, wenn ich will. Aber was ist, wenn du verletzt wirst? Ich will nicht, dass du dir wehtust. Um mich solltest du dir keine Sorgen machen, sondern um diese Schnarchtüte. Yo, Bro, hast du gehört, wie er mich genannt hat? Schnarchtüte. Finden wir das gut? Nee, das finden wir nicht gut. Gar nicht. Wir müssen diesen Kampf gewinnen, denn unsere Familien hassen sich einfach zu sehr. Das Einzige, wofür man eure iPhones benutzen kann, ist so ein Apfelboost zu machen. Wie kannst du es wagen, dich über unsere Apple-Produkte lustig zu machen? Ich mach dich fertig. Los, Bro, mach ihn fertig, na, warte, jetzt stecke ich dir einen Finger in die Nase. Bro, ja, und hier einen Daumen ins Ohr. Oh, mir ist so schlecht. Oh. Haha, TJ, wir haben gewonnen. Apple ist das Beste. Bro, du hast es ihm voll gezeigt. Was geht denn hier vor sich? Was? Die Polizei, wir haben gar nichts gemacht. Wir haben nur ein paar Kekse gebacken. Ich habe sie gerufen, Frau Officer. Diese zwei Proleten wollten uns ausrauben. Genau, sie haben mich auch noch ganz stark verprügelt. Aua. Ich meine, oh. Ach, so ist das also. Ihr zwei seid also Räuber. Was? Nein, kennen Sie uns etwa nicht? Wir sind die Kinder von dem berühmten Handybesitzer Steve Apple. Ach, geh bitte, das kann jeder erzählen. Und wer ist deine Mama, die Erfinderin von Toka Boka? Erstens mal, wir sind die Kinder. Zweitens mal, das heißt Toka Toka und nicht Toka Boka. Du bist ganz schön frech für so ein kleines Mädchen. Aber Bro, wir sind doch Jungs, Bro. Wie hast du mich genannt? Sheesh, niemand sagt Bro zu mir. Jetzt kommt sie erst recht ins Gefängnis. Bitte tun Sie mir das nicht an. Ich bin viel zu blond fürs Gefängnis. Was? Nein, ihr kommt nicht ins Gefängnis. Das ist viel zu einfach. Ich werde was Schlimmeres machen. Ich werde eure Mamas anrufen. Hast du das gesehen? Sie rufen ihre Mamas an. Was für ein Loser. Wir haben sie so fertig gemacht. Ja, das müssen wir unbedingt Papa erzählen. Ja, den wird das freuen. Dad, wir müssen dir was Tolles erzählen. Die zwei Schwachkopfsöhne von Steve Apple haben uns zu Duell herausgefordert und wir haben sie fertig gemacht. Und jetzt wurden sie auch noch verhaftet. Das habt ihr toll gemacht, meine Söhne. Ich bin richtig stolz auf euch. Ja, es war lustig. Du hättest mich sehen sollen. Ich habe den Kampf so gewonnen. Warte, was? Also wir haben einen 2:2 Kampf gemacht und ich habe so gewonnen. Natürlich hat Romeo, dieser Waschlappen, mal wieder nichts gemacht. Ach, Romeo, mein Sohn, du musst anfangen, für unsere Firma zu kämpfen. Gewalt ist die einzige Lösung, die manche Leute verstehen. Deswegen muss man Gewalt anwenden. Vor allem gegen Apple-User.
Rosalina. Ja, ich weiß. Und wie du weißt, die Mädels stehen auf jemanden, der stark und gewalttätig ist. Ach, unser lieber romantischer Romeo möchte natürlich nicht kämpfen. Er ist viel zu sehr beschäftigt, seiner großen Liebe Rosalina hinterherzulaufen. Ohoho, Romeo, hast du etwa eine Freundin? Nun ja, ich habe jetzt nicht wirklich eine Freundin, aber es gibt dieses eine Mädchen namens Rosalina und sie ist wunderschön und, oh, Rosalina, ja, natürlich. Also mit so einem Namen kann sie nur wunderschön sein. Ja, ach, Romeo, gib's doch einfach auf, du hast keine Chance. Rosalina steht nur auf Männern wie Muskeln wie mich. Und du bist ein kleiner Waschlappen, was will sie denn mit so einem wie dir? Du hast einfach keine Chance, du Loser. Du weißt nicht, was sie mag und was nicht. Sie ist super klug und wunderschön. Sheesh, Romeo, chill, Bruder. Was regst du dich so auf? Das ist doch nur ein kleiner Scherz. Und natürlich wird sie sich in dich verlieben. Du bist reich. Wir wissen alle, dass Frauen nur auf Geld stehen. Papa, wie kannst du sowas sagen? Das ist total sexistisch. Und Romeo, du solltest dich vielleicht mehr darauf konzentrieren, die Leitung der Firma zu übernehmen, als diesen einem Mädchen hinterher zu laufen. Aber ich will die Firmenleitung nicht übernehmen. Ich will Geschichten erzählen. Ich möchte Autor werden. Handys, Social Media, das interessiert mich nicht. Ich möchte etwas kreieren, was Eigenes. Papa, hast du das gehört? Bitte sag, dass du das nur zum Spaß gesagt hast. Ja, Bro, das ist 100% ein Prank. Aber du bist mein Sohn, du bist Romeo Samsung, ich bin Samuel Samsung. Wir sind Handyverkäufer und du bleibst Handyverkäufer, du darfst nichts anderes machen. Aber willst du nicht, dass ich glücklich werde, dass ich meinen eigenen Traum erfülle? Ach, ihr versteht mich einfach nicht. Schau mal, wie er wegläuft. Er läuft jetzt sicher zu seiner Freundin Rosalia. Oh, mein Sohn hat mich so enttäuscht. Ich muss mich aufmuntern. Ich will ein bisschen Fortnite spielen. Oh, Papa, nicht schon wieder Fortnite. Das ist nur für Babys. Hallo Vater, hallo Mutter. Wir haben euch etwas zu sagen. Und zwar ist heute was Schreckliches passiert. Wir wurden verhaftet. Wie meinst du das verhaftet? Von wem? Ja, von der Polizei. Von wem denn sonst? Von wem wird man sonst verhaftet? Wie bitte, ihr wurdet verhaftet? Was? Aber wie kann das sein? Was ist denn passiert? Oh, mein armes kleines Baby. Es war natürlich wegen der Samsung-Familie. Ach, diese dreckige Samsung-Familie. Schon jahrelang haben wir einen Streit mit denen. Ich weiß gar nicht mehr, warum dieser Streit begonnen hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, die sind schuld. Wieso wurdet ihr eigentlich verhaftet? Konntet ihr den Polizisten nicht bestechen? Das hat doch bei diesen Shopbesitzer auch gut funktioniert. Das haben wir dann gemacht, aber erst, wo wir in der Polizeistation waren und dann mussten wir 3 Polizisten bestechen. Ach, nur 3 Polizisten? Konntet ihr nicht die Polizisten im ganzen Polizeirevier bestechen? Dass sie euch in Zukunft nie wieder mehr festnehmen dürfen. Wir sind ja nicht umsonst die reichste Familie der Stadt. Wir sind Apple-Besitzer. Uns gehört diese Stadt. Daddy, Bro, wir sind natürlich jetzt freigekommen. Was ist denn das Problem? Ist doch egal, ob die Stadt gesehen hat, dass dein Sohn verhaftet wurde, Bro. Ja, Paps, wirklich, also keine Sorge, wir werden es denen schon noch zeigen. Wenn wir fertig mit ihnen sind, werden sie nicht mehr wissen, was mit ihnen passiert ist. Oh, ihr seid so gute Kinder, ihr seid einfach die besten Kinder. Wir sind so stolz. Denn man kann es in dieser Welt nur schaffen, wenn man hinterlistig ist. Wir müssen die Samsung-Familie fertig machen. Dieser jahrelange Krieg, den wir miteinander führen, es muss endlich ein Ende finden. Und dann wird es nur noch iPhones auf dieser Welt geben. iPhones an die Macht. Bro, du hast es voller Fass, wir müssen uns sowas Fieses überlegen, Bro. Na, dann lasse ich euch alleine mal einen Plan überlegen. Ich habe euch lieb, meine Kinder. Okay, was für Ideen habt ihr noch, um die Samsung-Familie fertig zu machen? Oh, es ist doch gleich Mittagszeit. Oder das heißt, ich habe Mittagspause. Dann möchte ich doch lieber vorher ein bisschen Fortnite spielen. Danach können wir sich treffen und neue Pläne überlegen. Du weißt schon, dass Fortnite eigentlich nur für Babys ist. Ich weiß nicht, warum du das überhaupt spielst. Ich liebe Fortnite und ich werde niemals aufhören zu spielen. Da bist du ja, Rosalina, meine große Liebe. Ach, du schaust wieder wunderschön aus. Oh, Romeo, du bist es. Rosalina, probier doch hier eine von meinen veganen Schokopralinen. Die habe ich selbst gemacht, für dich. Ew, vegan. Ich esse es nicht, wenn keine Tiere dafür gestorben sind. Danke, aber nein, danke. Oh, natürlich, ich weiß ja, du liebst nur das Beste vom Besten. Ja, und genau deswegen möchte ich mit dir reden, Romeo. Ich glaube, wir sollten Schluss machen. Oh, ich kann dich leider nicht hören. Hier, eine Rose. Danke. Aber Romeo, ich wollte dir sagen... Oh ja, und hier, schau mal, die Pralinen. Gib sie am besten deinem Hund noch zum Essen. Danke, aber ich habe keinen Hund. Hör mal, Romeo, danke für die Pralinen und danke für die Rose, aber ich brauche das alles nicht. Ich will das nicht haben. Wo wir uns kennengelernt haben, ja, du warst ganz niedlich. Es war schön, dass du so reich bist und mir alles gekauft hast, was ich wollte. Oh
ja, ich weiß, du liebst es, Geld zu haben. Genau, und ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der noch reicher ist als du und ich möchte mit ihm zusammen sein und er ist ein richtiger Mann. Was? Du willst mit mir Schluss machen? Du hast jemand anderen kennengelernt? Wen? Oh, ich glaube, er kommt schon. Hey, Bro, Babe, was geht, Schnecke? Oh, hör auf, ich liebe es, wenn du mich Bro, Babe nennst. Warte mal, ist das nicht Hunter, der Affensohn von Steve Apple? Wegen dir, Bro, wurden wir verhaftet. Oh, bitte, meine Lieben, hört auf, euch um mich zu streiten. Bro, Babe, was sind das für Geschenke hier? Oh, diese lilane Tulpe, widerlich, weg damit. Und was haben wir noch hier? Sind das Hundeäpfel? Ich liebe Hundesnacks. Danke, danke, du Loser. Oh, Hunter, du bist so witzig. Ja, Bro, Babe, ich weiß, ich sollte eine Comedy-Show aufmachen. Ja. Und nun verzieh dich, du Pfeife. Oh, Rosalia, meine große Liebe. Ich werde nie wieder mit niemandem lieben wie dich. Oh, Julia. Julia, wo bist du? Julia? Julia, wo steckt dieses Kind schon wieder? Ach, ich wette, sie liest schon wieder. Ach, diese ganzen dreckigen Bücher. Was steht hier? Eine Liebesgeschichte, widerlich. Wo ist dieses Kind? Oh, ich werde all ihre Bücher weghauen. Wo bist du, Julia? Julia. Da ist sie ja. Julia, was machst du hier schon wieder draußen? Oh, liebe Stiefmutter, ich lese nur ein bisschen. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst aufhören, solchen Schund zu lesen? Liebesromane. Bleh. Aber ich liebe es, Liebesromane zu lesen, bitte. Was ist denn so toll? Oh, das sind Abenteuer und Fantasien und einfach, ach, die große Liebe zu finden ist einfach das Beste. Ach, so ein Kitsch, die große Liebe. Weg mit den Büchern, keine Liebesromane mehr für dich. Nein, nicht mein Liebesbuch. Geh weg. Ach, mein armes Buch. Was fällt dir ein, mich zu stoßen? Na warte, dafür musst du eine Lektion erteilen. Hier, das mache ich mit deinem Buch. Ich streik drauf und trete es. Und damit du nie wieder mehr so frech zu mir bist, werfe ich dieses Buch jetzt weg. Oh, Lorenz, mein allerbester Freund. Rosaline hat mit mir Schluss gemacht. Ich bin so traurig. Was soll ich nur machen ohne sie? Ach, wir müssen dich irgendwie ablenken. Wie soll ich mich denn ablenken? Ich werde sie nie vergessen. Ich werde sie für immer lieben. Du wirst dich schon noch neu verlieben und dann wirst du nicht wissen, was dich getroffen hat. So sehr wirst du sie lieben. Ah, au, was ist das? Ein Buch. Wer wirft Bücher hier herum? Was soll das? Das ist ja lebensgefährlich. Vielleicht ist das ein Zeichen. Was ist das für ein Buch? Ein Zeichen soll das sein? Dieses Buch hätte mich beinahe umgebracht. Was soll denn das für ein Zeichen sein? Zeig mal. Das ist ein Liebesbuch. Hey, warte mal. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ah, das geht um Fantasie, Action und Liebe. Das hat wahrscheinlich eine 90-jährige Oma aus dem Fenster fallen lassen und du hast dich jetzt in sie verliebt. Habe ich gar nicht. Bleib stehen, warte. Also Julia, ich hoffe, du hast deine Lektion jetzt gelernt. Was soll das denn bitte für eine Lektion sein? Das ist einfach nur gemein. Mein absolutes Lieblingsbuch. Wegen dir hätte ich fast vergessen, warum ich eigentlich hergekommen bin. Wieso musst du immer alles kaputt machen? Wir wollten dir eigentlich nur sagen, dass wir zu deinem Geburtstag eine Überraschungsparty für dich feiern. Und zwar einen Maskenball. Und das wird so cool. Wir werden alle Leute einladen. Und vielleicht finden wir jemand Reichen, der dich heiraten wird. Was, eine Party? Ich will keine Party. Ich will einfach nur hier sein und lesen. Ach, papalapap. Eine Party wird toll. Und wenn wir jemanden finden, der dich heiratet, der dann auch noch reich ist, dann werden wir alle gemeinsam noch reicher. Ist das nicht toll? Mama, hörst du mir gar nicht zu? Ich will nicht verheiratet werden und ich will auch nicht zu dieser Party. Du bist so eine Enttäuschung. Ich habe noch nie so ein undankbares Kind gesehen wie dich. Weißt du was? Wenn du nicht zur Party gehen willst, dann werde ich all deine Bücher wegwerfen. Was sagst du dazu? Nein, bitte nicht meine Bücher. Das ist das Wertvollste, was ich besitze. Okay, ich gehe zur Party, versprochen, Mama. Jetzt müssen wir dir nur noch ein tolles Kostüm kaufen. Wie wär's, wenn du und deine beste Freundin Annie gemeinsam shoppen geht? Ja, Annie, genau. Wir werden shoppen gehen und uns Kostüme besorgen. Ich habe schon eine Idee. Sehr gut, dann bereite ich schon mal alles für die Party vor. Ach, das wird eine tolle Veranstaltung und viele reiche Leute werden kommen. Na dann bis später, meine Liebe. Was will Julia nur von mir? Sie hat mich angerufen, dass ich sie abholen soll. So, hier die Glocke. Oh. Hallo Julia. Oh, was machst du für ein langes Gesicht? Meine Mama veranstaltet zu meinem Geburtstag eine Maskenparty. Was, eine Maskenparty? Aber du hast Partys. Oh, apropos mein Buch. Hier muss irgendwo mein Buch sein. Oh Mann, es ist nicht hier. Es ist weg. Jemand hat es wohl aufgehoben und mitgenommen. Das war mein Lieblingsbuch. Wieso suchst du denn dein Buch auf der Straße? Es ist wahrscheinlich in deinem Zimmer. Bei so vielen Büchern wie du hast, würde ich eines auch nicht finden. Ja, meine Mama hat mein Lieblingsbuch aus dem Fenster geworfen.
Oh, ja, genau. Anna, ich habe eine kleine Bitte an dich. Was? Eine Bitte an mich? Was willst du denn? Du weißt ja, wir machen eine Maskenparty und natürlich bist du eingeladen. Ich bin eingeladen? Oh, danke. Oh, das ist so cool. Ich freue mich. Und es wäre cool, wenn du dich vielleicht als mich verkleiden kannst und dabei kann ich dann gemütlich in meinem Zimmer Bücher lesen. Warte, was? Ich soll mich als dich verkleiden? Aber das ist halb so schlimm, Annie. Wir finden einfach ein Kostüm, was dein komplettes Gesicht und deinen ganzen Körper verdeckt. Und keiner wird draufkommen, dass du das bist. Na gut, okay. Das ist mein Geburtstagsgeschenk aber für dich, okay? Dann muss ich dir keines mehr kaufen. Abgemacht? Ja, abgemacht. Ach, du bist einfach die allerbeste Freundin. Danke. Los, gehen wir shoppen. Weißt du, was das Beste ist? Wir haben Mamas Kreditkarte. Wir können so viel Geld ausgeben, wie wir wollen. Okay, was kaufst du dir? Wie wär's... diese Mützen sind auch cool. Hallo, ich bin ein Drache. Was soll ich nehmen? Oh, schau mal, was da oben ist. Eine Krone. Der ist doch hübsch. Ich habe ein perfektes Kostüm für dich gefunden. Ein Oktopus. Nein, das ziehe ich nicht an. Doch, doch. Oh, oder ein Affe. Schau mal. Ich bin ein Affe. Ew, nein, kein Affe. Hä? Wow, das steht dir echt gut. Findest du? Wow, das ist aber echt ein schönes Kleid. Vielleicht kaufe ich das einfach für mich. Und dann noch diese Naruto-Maske. Ich bin Naruto Akatsuki. Wow, das steht dir echt gut. Ja, das nehme ich vielleicht doch wirklich für mich. Okay, jetzt muss ich etwas für mich suchen. Was soll ich nehmen? Wow, schau mal, da ist eine Wikinger-Prinzessin. Das will ich nehmen. Schau, wie epic ich ausschaue. Findest du es cool? Und du bekommst noch eine Krone. Wow, die Krone ist echt schön. Die nehme ich für mich. Auch wenn ich dich zum Ball gehe, ein bisschen verkleiden kann nicht schaden. Wow, schau mal. Also ich muss sagen, diese Maske steht Ihnen extrem gut. Wirklich, Annie? Schau mal, wie ich ausschaue. Findest du das nicht cool? Das ist ein perfektes Kostüm. Aber was nehme ich? Ich brauche auch irgendwas, das das Gesicht verdeckt. Wie wär's mit dieser Ritterrüstung? Das ist perfekt, so sieht man dich gar nicht. Jetzt muss ich mich nur noch anhören wie du. Weißt du was, ich gehe einfach als Fee. La 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 la. Hokus pokus vidibus. Okay, dann möchte ich aber auch eine Prinzessin sein. So, jetzt bin ich eine Ritterprinzessin. Gut, ich glaube, wir kaufen das, oder? Ja. Geben wir noch schnell die Sachen in die Umkleide und ziehen wir sich um. Genau. Oh, Lorenz, ich glaube, du hast recht. Ich muss wirklich Rosalina vergessen. Aber sie war meine große Liebe. Was soll ich nur tun? Ach, du musst sie vergessen, Mann. Oh, ich weiß auch schon wie. Jemand hat mir erzählt, dass hier irgendwo ein Maskenball stattfindet. Wir können sich einfach reinschleichen, weil wir werden uns verkleiden und keiner wird uns erkennen. Ein Maskenball. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich war schon lange nicht mehr auf einer Party. Meine Rede. Und vielleicht findest du da jemanden Besonderes und dann wirst du endlich Rosalina vergessen. Du hast vollkommen recht. Ich sollte mich nicht unterkriegen lassen. Dann sollten wir schnell einkaufen gehen, damit wir unsere Kostüme noch schnell vorher kaufen können. Los, gehen wir Kostüme kaufen. Oh Mann, es ist schon sehr viel weg. Ich hoffe, wir finden noch ein Kostüm. Komm, wir müssen sich schnell umschauen, nicht, dass alles dann weg ist. Hier ist viel Auswahl. Los, Romeo, zucken wir aus und kaufen einfach alles. Okay, was kaufen wir als erstes? Ja, oh, cool, schau mal, ich bin ein Pokémon. Ja, du schaust aus wie Pikachu. Okay, was nehme ich? Oh, cool, eine Ritterrüstung. Schau mal, wie cool ich ausschaue. Okay, das ist cool. Hey, Lorenz, was hältst du von meiner Katzenmaske? Shish, Bruder, das ist Hunde. Bruder, das geht gar nicht. Was bist du, eine Henne? Komm, ich suche was für dich noch. Oh, was ist das denn? Oh, ich wollte schon immer ein Astronaut sein. Cool, schau mal, ich schaue aus wie ein Rennfahrer für Formel 1. Oh, schau mal, eine Fuchsmaske. Oh, ist das nicht die Maske von Naruto? Schau mal. Wow, jetzt schaue ich aus wie Naruto Akatsuki. Ja, wie von diesem Cartoon. Komm, gehen wir das kaufen. Das sind perfekte Kostüme. Wir hätten gern alles. Oh, wow, wer bist du denn? Oh, ich liebe deine blauen Haare. Oh, du schaust aus wie Papa Schlumpf. Oh, wow, du bist so hot. Danke. Ich möchte gerne bezahlen, bitte. Oh, natürlich, bitte. Ich liebe den Geruch von frischer Luft. So, 20 Euro. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Komm mich besuchen, okay, mein Schatz? Der Einkauf war ein voller Erfolg. Und Mama wird nie erraten, dass wir Plätze tauschen werden. Danke dir, Anne. Du bist die allerbeste Freundin, die man sich wünschen kann. Ach, überhaupt kein Problem, Julia. Ich weiß, deine Mama spinnt. Komm, gehen wir bezahlen und machen wir sich fertig für die Party. Ich muss Ihre dreckigen Produkte natürlich als erstes einscannen. Okay, natürlich machen wir. Und die Mütze noch? Okay, perfekt. Und das sind 3 Millionen Euro. Ja. Dankeschön für den Einkauf. Auf Wiedersehen. Los, schnell, bevor wir gehen, furzen wir noch.
Wo bist du? Ah, da bist du ja, mein Schatz. Die Party startet. Komm und sag Hallo zu den Gästen. Ich habe keine Lust auf die Party. Ich will lieber hierbleiben und Roblox spielen. Wieso muss ich zur Party? Das ist Julias Party, nicht meine. Ja, du und dein Roblox. Wenn ich das noch einmal höre, hast du Roblox-Verbot. Hast du mich verstanden? Und jetzt nimm deine Maske, setz sie auf. Du bist eine Ente und sag Quack, Quack. Und jetzt geh zu den Gästen und unterhalte dich mit ihnen. Hast du mich verstanden? Oh Mann, ich will aber Roblox spielen. Vielleicht kann ich mich im Klo verstecken und Roblox spielen. Oh Annie, vielen Dank, dass wir Platz tauschen können. Ich will einfach meinen Geburtstag nur ruhig in mein Zimmer verbringen und ein Buch lesen. Vielen, vielen Dank, dass du das für mich machst. Das ist einfach das beste Geschenk von dir. Überhaupt kein Problem, das mache ich gerne. Ich hoffe nur, dass deine Mama uns nicht erwischt. Ach nein, das wird sie schon nicht. Schau, wir werden dir jetzt ein Buch geben und dann wird es so ausschauen, als ob du ich bist, weil ich würde halt immer lesen. Wow, das ist aber ein dickes Buch. Hast du das gelesen? Annie, ich habe alle diese Bücher gelesen. Ich habe die sogar schon alle 3-mal gelesen. Mich wundert es nicht, dass du die Beste der Schule warst. Und jetzt haben wir Sommerferien. So, alle Gäste sind da, aber wo ist schon wieder Julia? Julia, bist du das? Oh, Entschuldigung. Oh, sie ist sicher wieder in ihrem Zimmer. Ich glaube, ich höre sie kommen. Ich verstecke mich lieber schon. Julia? Julia, bist das du? Oh, natürlich bist das du. Du hast ein Buch in der Hand. Leg das Buch zur Seite und komm jetzt zur Party. Hast du mich verstanden? Was ist das überhaupt für ein Kostüm? Bist du eine Thunfischdose? Oh, ich verstehe schon. Du bist quasi ein Fisch und der Prinz kann dich dann an Land ziehen, oder? Dass er dich fangen kann. So ein reicher, bekannter Mann. Und dann heiratet ihr und wir werden alle noch reicher. Ja, Na dann suchen wir mal einen reichen Ehemann für dich. Okay, Julia, komm jetzt. Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert hat. Es hat funktioniert. Ich kann meinen Geburtstag gemütlich hier in meinem Zimmer verbringen und mein Lieblingsbuch lesen. Okay, mein zweitlieblingsbuch. Mein anderes Lieblingsbuch hat ja Mama aus dem Balkon geworfen. Fangen wir an. Ach, das ist einfach ein schöner Geburtstag. Danke, Annie. Hä, ich dachte, das ist so eine Geburtstag-Kostümparty. Ich wusste nicht, dass die halbe Stadt eingeladen ist. Wem hast du gesagt, gehört nochmal die Party? Keine Ahnung, so einer reichen Tussi. Ach komm, gehen wir einfach zum Eingang. Mir wird schon irgendwas einfallen, dass wir reinkommen werden. Grüß Gott, ich glaube, wir stehen auf der Liste. Wie ist der Name? Hey, ich bin als Erste hier. Ich bin mit meiner Freundin verabredet. Sei leise, du in deinem Apfelkostüm. Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Ich bin der Bruder von dem Geburtstagskind. Oh, das tut mir leid, junger Herr. Ich habe Sie nicht sofort erkannt. Natürlich kommen Sie rein. Sie müssen sich natürlich nicht anstellen. Bitte gehen Sie in Ihr eigenes Haus. Ach, James, Sie brauchen sich nicht stressen. Alles ist gut. Ich hätte mich sonst schlecht verkleidet, wenn Sie mich erkannt hätten. Oh, der junge Herr, so kenne ich Sie gar nicht. Sie sind ja viel zu freundlich. Vielen, vielen Dank. Kann ich dann bitte auch rein? Ich bin mit meiner Freundin verabredet. Bitte. Ja, natürlich. Komm, Lawrence. Komm, du kleiner Apfelstrudel. Du kannst natürlich auch mitkommen. Oh, vielen, vielen Dank. In meinem ganzen Leben hat er mich noch nie so nett behandelt. Die Familie, die hier wohnt, muss ja urreich sein. Schau dir mal das ganze Essen. Oh, ich liebe Essen. Wow. So viel Auswahl. Macarons, Eis, Kuchen. Oh, ich liebe Süßigkeiten. Aber vor dem Süßen will ich noch was Saftiges essen. Oh, schau mal da, Spaghetti. Ups, Verzeihung. Oh, wenn Blödheit leuchten würde, bräuchte ich jetzt eine Sonnenbrille. Oh, ich habe sie nicht gesehen. Das war unabsichtlich. Das ist ja Rosalina. Oh nein. Ach, ich wusste ja, dass der Tag hässlich wird, aber mit dir hätte ich nicht gerechnet. So hässlich. Oh, Rosalina, du bist einfach so lustig. Oh, du hast recht, ich bin sehr lustig. Oh, okay, ich gehe dann mal. Lawrence, Rosalina ist hier. Was soll ich nur machen? Ich will sie nicht sehen. Oh nein, nicht die. Ja, dann vielleicht geh in einen anderen Raum. Schau dich ein bisschen um. Genieß die Party. Ja, du hast recht. Ich sollte mich wirklich ein bisschen umsehen. Also, gehen wir weiter. Oh, grüß Gott. Okay, ich habe den Nachtisch gegessen. Jetzt kommt daftiges Essen. Boah. Oh, wer bist du denn? Bist du etwa reich oder hast du ein normales Gehalt? Oh, ja, wir sind sehr, sehr reich. Oh, du bist reich? Oh, dann möchte ich dir natürlich meine Tochter vorstellen. Hier, Julia, komm her und sag Hallo zu diesem netten, reichen Mann. Komm, Julia, sag doch Hallo. Oh, ich sehe schon, das wird Liebe auf den ersten Blick. Komm, unterhaltet euch. Vielleicht heiratet ihr dann. Hallo? Hallo, ich habe kein Interesse, nur damit du es weißt. Romeo, schau mal, hier gibt es Sushi. Oh, warte, ich bring dir eins hin. Das musst du unbedingt probieren, das ist köstlich. Hier gibt es Sushi. Oh mein Gott, ich liebe Sushi. Darf ich? Lass mich. Oh ja, klar, es gibt hier genug für alle. Hier, nimm. Oh, das ist so lecker.
Ich liebe es einfach zu essen. Oh ja, ich liebe es auch zu essen. Los, essen wir gemeinsam. Oh, das ist eine gute Idee. Oh, boah, Kuchen. Noch mehr Kuchen. Boah. Ich gehe mich ein bisschen umschauen. Viel Spaß beim Essen. Oh, so wie es ausschaut, ist hier niemand. Ah, gut. Dann kann ich ja endlich das Buch, was ich gefunden habe, weiterlesen. So, warte, wo ist es? Ah, hier. Zum Glück nehme ich immer ein Buch mit zur Party, wenn sie langweilig ist. So, ich gehe vielleicht am Balkon ein bisschen was lesen. Oh, wer sind Sie und was machen Sie in meinem Zimmer? Oh, tut mir leid, ich wusste nicht, dass hier jemand ist. Ich wollte einfach nur dieses Buch lesen. Das ist mein Lieblingsbuch. Warte, das Buch kenne ich doch. Das ist doch das Buch, was Mama aus dem Fenster geworfen hat. Das ist mein Buch. Woher haben Sie das her? Haben Sie das gestohlen von der Straße? Was? Nein, ich habe das nicht gestohlen. Ich habe es gerettet. Es wäre sonst in einer Wasserlacke gefallen. Und ich liebe dieses Buch. Deswegen habe ich es mitgenommen. Was? Sie lieben dieses Buch? Ich liebe dieses Buch auch. Wer liebt nicht dieses Buch? Ich meine, es hat Romantik, es hat Action, es hat Comedy, es hat einfach alles, was man in einem Buch haben kann. Ja, deswegen war ich auch so traurig, als meine Mama das aus dem Fenster geworfen hat. Aber ich bin so froh, dass jemand wenigstens das Buch gerettet hat. Ach so, oh, das wusste ich nicht. Hier, du kannst das Buch natürlich wieder haben. Ich will dir das nicht wegnehmen, wenn das dein absolutes Lieblingsbuch ist. Das tut mir echt leid. Oh, vielen Dank, du bist so nett. Ich weiß nicht, wie soll ich mich bei dir bedanken? Du bist einfach ein Schatz. Ich wohne hier, lassen Sie mich rein. Hä, was ist das für ein Geschrei unten beim Eingang? Was ist denn da los? Was ist mit Ihnen los? Spinnen Sie total? Ich bin es, der Sohn, TJ. Uns gehört dieses Haus. Ich wohne hier. Was soll das heißen? Ich bin schon drinnen gewesen. Veräppeln kann ich mich alleine. Der echte DJ ist schon bei der Party gewesen. Ich bin TJ und ich bin noch nicht drinnen. Ich stehe vor der Tür. Du bist wahrscheinlich ein Betrüger und willst dich einfach nur einschleichen, um die Familie auszurauben. Das lasse ich nicht zu. Bro, wir wollen niemanden ausrauben, Bro. Wir wohnen hier. Komm schon, Bro, denk nach. Bro, ich habe keine Ahnung, Bro. Das ist einfach zu viel für mich, Bro. Sie verschwenden ihre Zeit. Ich lasse sie garantiert nicht rein. Und jetzt verschwinden sie von der Dings, sonst rufe ich die Polizei. Oh, ich weiß jetzt genau, was ich machen werde. Ich werde Mama anrufen und dann werde ich sie feuern lassen. Dann kannst du was erleben. Na warte, ich rufe sie schnell an. Mama, hallo? Ja, die wollen uns nicht reinlassen. Die sagen, wir sind schon bei der Party. Jemand hat sich eingeschlichen und sich als mich ausgegeben. Komm und lass mich bitte rein. Kannst du bitte einfach aufhören zu lügen? Ich weiß genau, dass du mit niemandem telefoniert hast. Madame, was machen Sie hier? Mich hat mein Sohn angerufen und gesagt, dass Sie ihn nicht reinlassen wollen. Bitte verzeihen Sie mir, Madame. Es ist schon mal jemand reingekommen, der sich als Ihr Sohn anscheinend ausgegeben hat. Mami, er war so gemein zu mir. Er hat gesagt, ich bin nicht dein Sohn. Ja, Bro, Mom. Ich bin traurig, Bro, Mom. Hunter, setzt die Maske wieder auf, sonst erschreckst du die Nachbarn. Bro, Mom, das ist nicht nett, Bro. Bro. Und TJ, du wärst nicht auf die Idee gekommen, einfach mal deinen Helm abzunehmen, damit er dein Gesicht sieht. Oh, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Sehen Sie, ich bin der echte TJ und ich bin der echte Hunter, Bro. Es tut mir so unendlich leid. Jetzt erkenne ich, dass Sie recht haben, aber das heißt, jemand hat sich eingeschmuggelt. Was, ein ungeladener Gast ist bei uns? Wahrscheinlich ist er auch noch arm. Schnell, wir müssen ihn finden, Söhne. Soll ich mitkommen und Ihnen suchen helfen? Nein, danke, Sie haben genug angerichtet. Los, Söhne, kommt, wir müssen ihn finden. Na warte, wenn ich den erwische, werde ich ihm jedes einzelne Bein und Arm und Ohren und Nase ausreißen. Boah, ich bin so wütend. Los, komm, Bro. Ja, Bro, ich komm, Bro. Und du passt besser nächstes Mal auf, Bro, sonst fetz ich dich, Bro. Tür zu, Bro. Oh Mann, ich hasse meinen Job. Wäre ich doch Ballerina geworden. Na gut, wer bist du? Ich glaube, man erkennt sofort, was ich bin. Ich bin ein Brokkoli. Sorry, du darfst nicht rein. Ich hasse Brokkoli. Oh, das ist aber gemein. Was? Es hat sich jemand eingeschmuggelt, der nicht hier sein darf? Oh Mann. Oh, das gibt Ärger. Ich muss los. Es war schön, Sie kennenzulernen. Vielleicht begegnen wir sich ja mal wieder. Oh ja, das würde mich sehr freuen. Dann vielen Dank für die nette Unterhaltung und ich muss leider los. Tschüss. Das war ein merkwürdiger Junge, aber er scheint sehr nett zu sein. Oh, Lorenz, komm, wir müssen gehen. Kann ich vielleicht noch fertig essen? Ich bin noch nicht fertig mit dem Essen. Wo könnte er nur sein? Wir müssen ihn finden. Wen finden? Was meint ihr? Was ist hier los? Jemand hat sich eingeschmuggelt, ein ungebetener Gast. Ich glaube, er ist sogar arm. Oder ein Samsung-User. Das können wir in unserem Haus nicht zulassen. Wir müssen ihn finden. Was? Ein Samsung-User in meinem Haus? Garantiert nicht. Los, findet ihn und dann werft ihn aus dem Fenster. Ja, das werde ich machen, Papa. Keine Sorge. Bro, wenn ich ihn finde, Bro, dann werde ich ihm jedes einzelne Haar einzeln ausreißen, Bro.
Los, Bro, Bruder, gehen wir. Die müssen wohl hier irgendwo sein. Oh, Hunter, mein Bro-Boyfriend. Oh, mein Bro-Girlfriend. Oh, Bro, dass du hier bist. Ich liebe es, dass du da bist, Bro-Girlfriend. Du bist so schön, Bro. Oh, danke, mein Bro-Boyfriend. Ich liebe es, wie du mich Bro nennst. Das ist so romantisch. Ja, Bro-Girlfriend. Bro. Ach, könnt ihr bitte aufhören zu flirten? Das macht mich Bro-krank, Bro. Ich meine, dann suche ich es halt alleine. Ja, Bro, such alleine. Ich habe jetzt meine Bro-Girlfriend hier. Ja, Bro-Boyfriend. Du bist so lieb, Bro. Ach, dann suche ich alleine. Ach, auf niemanden kann man sich verlassen. Dann nehmen wir mal jeden die Maske runter. Wer versteckt sich hinter diesen orangenen Kostümen? Oh, ein Mädchen. Okay, du bist das nicht. Ich werde den ganzen Abend damit verbringen, jeden die Maske abzunehmen, wenn es sein muss. Aber ich werde den Intruder finden. Hey, ihr drei, wer seid ihr? Hä? Annie? Aber das sollte doch eigentlich meine Schwester Julia sein. Was machst du? Was? Nein, ich war schon immer Annie. Aber wenn du hier bist, wo ist Julia? Schnell, Lawrence, wir müssen gehen. Komm mit. Hey, ihr zwei, bleibt stehen. Wer waren diese zwei? Annie, sag mir, wer die zwei waren. Na, wer sollen die zwei schon gewesen sein? Prince Charming natürlich. Was? Wer ist Prince Charming? Was redest du, Annie? Bist du verwirrt? Nein, natürlich bin ich nicht verwirrt. Bist du verwirrt? Nein, ich bin nicht verwirrt. Was redest du? Oh, mir ist auf einmal so schlecht. Oh, ich habe, glaube ich, zu viel gegessen oder zu viel durcheinander gegessen. Oh, tut mir leid, ich habe dich wohl ein bisschen angespritzt. Schnell, Lawrence, los, wir müssen weg von hier. Oh, du bist zurück? Die Eingangstür ist versperrt. Gibt es irgendwie einen zweiten Ausgang? Naja, hier, beim Balkon runter und die Feuerleiter. Und dann bist du eh schon auf der Straße. Oh, vielen Dank, meine Prinzessin. Ich konnte natürlich nicht gehen, ohne dir Tschüss zu sagen. Hallo? Ich meine, was soll das? Du kannst mich doch nicht einfach küssen. Oh, ja, das stimmt, das macht man nicht. Verzeihung, meine Prinzessin. Los, Lawrence, spring. Du musst als erster runter. Okay. Warte, geh nicht. Ich kenne noch nicht mal deinen Namen. Wenn das Schicksal will, dass wir uns begegnen, wirst du meinen Namen erfahren, okay? Okay. Na dann, meine Prinzessin. Der Eindringling muss hier irgendwo sein. Irgendwo ich muss er gehen. sein. Tschüss, meine Prinzessin. Aha, ich habe den Eindringling gefunden. Wer bist du? Hä, Julia? Ja, wer soll es denn sonst sein, so Schwachkopf? Was machst du in meinem Zimmer? Lass mich gefälligst in Ruhe. Oh, also, was? Ich suche den Eindringling. Ich muss mich vor dir nicht rechtfertigen. Ich bin ein großer Bruder. Das ist mir egal, was du suchst. In meinem Zimmer ist niemand, also verschwinde. Raus aus meinem Zimmer. Wer dieser geheimnisvolle schwarze Ritter wohl war? Ach, so romantisch. Hey, das hat ja wirklich funktioniert. Hier sind immer noch so viele Leute. Hey Romeo, wer war dieses Mädchen, mit dem du dich unterhalten hast? Wer war das? Ach, das weiß ich nicht. Aber sie hat genau dasselbe Lieblingsbuch wie ich. Und sie ist super klug und wunderschön. Aber ich kenne leider nicht ihren Namen. Aber den werde ich schon noch herausfinden, eines Tages. Romeo, schau mal, wie viele Leute hier unten sind. Wie sollen wir runterkommen, ohne dass uns jemand bemerkt? Boah, ich habe keine Ahnung. Was sollen wir nur tun? Boah, ich habe zu viel Bohnen gegessen. Oh, riecht ihr das? Hey, schau mal, was da passiert. Boah, das ist widerlich. Wer hat gefurzt? Boah, das haltet man doch nicht aus. Boah, ich muss schnell weg. Ekelhaft. Mami. Lawrence, gut gemacht. Deine Blähungen haben die Leute verscheucht. Oh, danke. Du bist ein Genie. Du und deine Blähungen sind einfach die Besten. Ja, wer kann, der kann. Jetzt weiß ich, wo meine große Liebe wohnt. Hier in 249. Ich glaube, wir sollten verschwinden. Nicht, dass uns noch irgendjemand sieht. Ja, gute Idee. Irgendwo hier muss doch die Wohnung von diesen reichen Apple-Besitzern sein. Wo ist die nur? Da ist ja die Wohnung. Das sind einfach die reichsten Leute der Stadt. Und ich werde ihre Tochter heiraten. Und dann gehöre ich auch zu den reichen Leuten. Sie dürfen aber nicht wissen, dass ich eigentlich gar nicht reich bin. Es ist so widerlich, arm zu sein. Deswegen muss ich jemanden Reichen heiraten. Na, dann klingel ich mal. So. Okay. Na, wie lange braucht die noch? Ich meine, oh, hallo? Das muss eine reiche Person sein. Für Julia. Ja, grüß Gott. Bonjour. Oh, so eine exotische Sprache. Woher kommen Sie denn? Oh ja, das ist Spanisch. Ich bin nämlich ein spanischer Fürst. Oh, ein spanischer Fürst. Das heißt, Sie müssen ja superreich sein. Oh, bitte kommen Sie herein. Sie müssen unbedingt mit uns frühstücken. Ja, gerne. Bitte folgen Sie mir, Eure Hochheit, Eure Majestät. Bitte wundern Sie sich nicht. Das ist nur unsere Stadtwohnung. Wir haben natürlich ein Landhaus, das 10 Millionen wert ist. Oh, wie süß, ein 10 Millionen Haus.
so billig. Ja, natürlich, mit einem spanischen Fürst können wir natürlich nicht mithalten, aber gehen wir doch zum Esstisch. Ja, das klingt sehr gut. Ich hoffe, Sie haben Kaviar. Natürlich, wir sind reich, wir essen nur das Teuerste. Wir lieben Fischeier. Und hier sind wir auch schon. Alle zusammen begrüßt bitte den spanischen Fürst. Wie ist denn dein Name, spanischer Fürst? TJ, sei gefälligst nicht so frech. Herr spanischer Fürst, das ist übrigens mein Ehemann. Mein Name ist Steve Apple. Ich gehe mal meine wunderschön bezaubernde Tochter aufwecken. Sie wird sich sicher freuen, sie zu sehen. Julia, warum stehst du nicht auf? Steh gefälligst auf. Ja, was ist hier los? Was ist los, Mama? Ein spanischer Fürst ist zu Besuch. Zieh dich sofort an und mach dich schön. Vielleicht wird er dich heiraten, dann werden wir alle noch reicher. Los! Was? Ein spanischer Fürst? Warum ist er bei uns und nicht in Spanien? Klingt komisch. Mama, du weißt genau, ich will niemanden kennenlernen, nur weil er reich ist. Jetzt hör auf, so einen Unsinn zu erzählen. Natürlich wirst du ihn kennenlernen und natürlich muss er reich sein. Glaubst du, ich will jemanden Armen in unsere Familie holen? Mama, ich bitte dich. Bitte tu mir das nicht an. Wieso habe ich nur so eine undankbare Tochter? Was habe ich nur falsch gemacht? Naja, für den Anfang solltest du vielleicht nicht deine 15-jährige Tochter die ganze Zeit zwingen, irgendwelche fremden Leute zu heiraten, nur weil sie reich sind. Du bist so eine undankbare Tochter. Du tust, was ich sage, sonst setzt es was. Hast du mich verstanden? Also komm jetzt, setz dein Lächeln auf und wir gehen jetzt ins Wohnzimmer. Sonst hast du den Rest deines Lebens Hausarrest. Oh, Herr spanischer Fürst, hier ist meine Tochter. Los, Julia, sag Hallo. Hallo. Oh, Mademoiselle, küsst die Hand, schöne Frau. Ja, das Aussehen hat sie von mir geerbt, das sieht man doch. Oh ja, man sieht die Ähnlichkeit bezaubernd. Vielen Dank für das Kompliment, das war echt nett. Oh, meine liebe Julia, ich bin hin und weg. Bitte heiraten Sie mich sofort. Was? Ich soll Sie heiraten? Ich kenne Sie genau für 2 Minuten. Mein Traum, ich meine, Ihr Traum geht in Erfüllung. Sie wird endlich heiraten. Ach, wie schön. Julia, glaubst du etwa nicht an Liebe auf den ersten Blick? Bitte heirate mich. Was? Sie heiraten aber... Julia, denk daran, was ich gesagt habe. Ich meine natürlich, aber mir wäre es lieber, wenn wir uns vorher ein bisschen kennenlernen würden. Oh Julia, das ist eine ausgezeichnete Idee. Wie wär's, wenn ihr zusammen auf ein Date gehen würdet? Natürlich werde ich dich zu den teuersten Restaurants einladen und das beste Essen, das es gibt, kaufen. Ja, das klingt doch schön, glaube ich. Oh Julia, wenn ich dich nur anschaue. Ja, dann weiß ich genau, ich liebe dich. Was? Ja, ich werde dich heiraten, du wirst meine Frau. Wir kennen uns ja kaum. Julia, du bist ja die immer diese romantischen Bücher liest, also glaubst du garantiert an Liebe auf den ersten Blick. Also abgemacht, Sie gehen mit meiner Tochter auf ein Date. Los, kommen Sie in mein Büro, dann besprechen wir das Business, was wir haben werden dann. Nachdem Sie meine Tochter heiraten, Sie bekommen natürlich einen Anteil unserer Firma. Julia, was fällt dir an, so frech zu sein? Mama, ich habe kein Interesse an ihm, er ist so oberflächlich. Ihm interessiert nur Geld. Hey Bro, Schwester, sei froh, dass du überhaupt jemanden findest. Ja, du bist nicht gerade die Schönste. Also Julia, für jemand, der so ein hässliches Gesicht hat wie du, bist du ganz schön eingebildet. Was? Bin ich wirklich so hässlich, dass mich niemand lieben wird? Ach, hast du keine eigenen Augen im Kopf? Hast du noch nie in einen Spiegel geschaut? Jetzt gehst du in dein Zimmer und machst dich bereit für das Date und keine Widerrede. Ja, okay, ich gehe in mein Zimmer. Ich will aber nicht auf ein Date gehen. Ich werde auch nicht auf ein Date gehen. Mama kann mir nicht sagen, was ich zu tun und lassen habe. Weißt du was, ich breche einfach aus. Ich verschwinde. Ich gehe sicher nicht auf ein Date mit den Typen. Schnell weg. Zum Glück gibt es ja die Feuerleiter, wo ich runter kann. Und hüpf. Sehr gut. Weißt du was, ich werde einfach spazieren gehen. Oh, ich gehe in den Wald und werde dort mein Buch lesen. Ja, das wird so entspannend. Das ist mein geheimer Versteck. Niemand weiß, dass es diesen geheimen See hier gibt. Und ich werde dem auch niemanden zeigen. Dieser Platz ist nämlich nur für mich alleine zum Lesen und zum Entspannen. Zum Glück hat mir dieser geheimnisvolle Junge in der Party mein Lieblingsbuch wiedergebracht. Ich frage mich, was dieser geheimnisvolle Junge jetzt wohl macht. Vielleicht denkt er gerade an mich. Oh, ich konnte zum Glück von zu Hause entkommen. Mein Vater ist so nervig. Immer will er, dass ich was Böses mache. Aber ich habe keine Lust. Ich will einfach nur hier entspannen und lesen. Oh, schau mal, ein Hase. Hallo, Häschen. Ah, hier ist mein Lieblingsplatz, der geheime See. Oh, was machst du hier? Was willst du von mir? Komm nicht zu nahe, ich kann Karate. Hehehe, beruhig dich. Ich will hier nur lesen, das ist mein Lieblingsplatz. Oh, was für ein Zufall, das ist auch mein Lieblingsplatz. Hey, was hast du da für ein Buch in der Hand? Oh, das ist nur mein Lieblingsbuch. Es geht hier um Action, Liebe und Fantasie. Das ist auch mein absolutes Lieblingsbuch. Ich komme immer her zum Entspannen und zum Lesen, wenn ich mal Ruhe brauche von der ganzen Gesellschaft und von meiner Mutter vor allem. Die ist nämlich verrückt. Oh ja,
Ich weiß, was du meinst. Ich habe genauso eine verrückte Familie. Mein Vater und mein Bruder drehen total durch. Hier ist genug Platz für beide. Komm einfach her, dann können wir gemeinsam... Oh nein, ich bin zu nah an der Klippe. Pass auf. Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Oh nein, das war meine Schuld. Bitte, komm, gib mir deine Hand. Oh nein, das ist mein Lieblingskleid. Jetzt ist alles ganz nass. Oh, mein Buch. Schnell, ich muss mein Buch schnell zur Rettung geben. Bitte, nimm mein Buch. Oh, ja, natürlich. Komm, gib mir dein Buch. Dann wird es nicht nass. Und gib mir deine Hand, ich helfe dir natürlich raus. Na warte, das war seine Schuld. Ja, bitte, hilf mir raus, ich brauche Hilfe. Und oh, du hast mich auch reingestoßen. Jetzt bist du genauso nass wie ich. Oh, na warte, das zahle ich dir jetzt heim. Was willst du denn machen, hä? Na warte, nimm das. Na, du nimm das und du das. Und du hier und du da. Na, na warte, das kriegst du zurück. Ich muss sagen, so eine kleine Abkühlung im Sommer ist schon angenehm. Ja, das finde ich auch. Aber ich glaube, wir sollten langsam raus, sonst... wir müssen unsere Klamotten nämlich trocknen. Okay, hilfst du mir bitte raus? Aber nur, wenn du mir versprichst, mich nicht wieder ins Wasser zu hauen. Okay, abgemacht. Keine Sorge. Und danke dir, du bist ein Schatz. Oh Mann, schau dich an, du bist total nass. Oh Mann, ich bin auch nass. Oh, wir sollten, glaube ich, ein Lagerfeuer machen und unsere Klamotten trocknen. Ah, das ist eine fantastische Idee. Komm, nehmen wir unsere Bücher und gehen wir zum Lagerfeuer. Ich habe hier irgendwo eins gesehen. Oh, schau mal, da ist er schon. Ach, so angenehm. Das Wasser war schon sehr kalt. Boah, was ist denn das für ein komplizierter Weg? Wo ist Romeo? Er müsste irgendwo hier sein. Papa hat gesagt, ich soll ihn verfolgen. Romeo, was machst du? Weißt du eigentlich, wer das ist? Was machst du hier, Bruder? Hast du eigentlich eine Ahnung, wer dieses Mädchen ist, Romeo? Nein, das weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht nach ihrem Namen gefragt. Warum? Was ist mit ihr? Sag bitte nicht, dass du dich in diesen Mädchen verliebt hast. Doch, habe ich. Und oh, schau mal, da ist ein glitschiger Stein. Ups, was fällt dir ein, mich einfach ins Wasser zu hauen? Es tut mir wirklich leid, ich muss los. Schnell gehen wir, mein Bruder. Komm schon, nimm deine Bücher, ich bring dich nach Hause. Okay, natürlich. Oh, vielen Dank dafür. Komm, gehen wir. Damit kommst du nicht davon, Romeo, das werde ich Papa sagen. Ich bin in meinem Leben noch nie so schnell gelaufen. Hast du das Gesicht von meinem Bruder gesehen, als ich ihm ins Wasser gehaut habe? Ja, das war so lustig. Jedenfalls vielen Dank, dass du mich nach Hause gebracht hast. Ach, natürlich, überhaupt kein Problem. Das macht ein Gentleman. Du hast mir eigentlich noch gar nicht deinen Namen gesagt. Wir haben uns jetzt schon, ich glaube, 2 oder 3 Mal getroffen und ich kenne deinen Namen immer noch nicht. Oh, du hast recht, wir kennen wirklich unseren Namen noch nicht. Aber findest du es nicht irgendwie besser oder halt so mysteriöser, wenn wir den Namen nicht wissen? Ist dein Name vielleicht Julian Bam? Was? Nein, so ein Superstar bin ich nun wieder auch nicht. Hier, ich helfe dir schnell drauf. Und du hast recht, das ist ein bisschen romantischer, wenn wir nicht wissen, wie wir heißen. Vielen Dank für den schönen Abend übrigens. Nein, ich danke dir, meine wunderschöne Prinzessin. Du hast den Abend für mich wieder versüßt. Ich wünsche dir einen zauberhaften Abend und eine gute Nacht. Danke, dir auch eine gute Nacht. Träum schön. Oh, mein mysteriöser Prinz, eines Tages werde ich deinen Namen herausfinden. Mach dir keine Sorgen. Das wird kräftigen Ärger geben, Julia. Dafür werde ich sorgen, wenn das Mama erfährt. Ach ja, meine zauberhafte Prinzessin. Überall, wo ich hinschaue, seitdem ich dich gesehen habe, sehe ich liebende Menschen. Oh, Schnuckiputzi, seit der Kostümparty habe ich mich in dich verliebt. Wenn dieser mysteriöse schwarze Ritter bei der Kostümparty mich nicht reingelassen hätte, hätte ich dich nie kennengelernt. Oh, Honey Bubu, ich liebe dich. Oh, ich liebe dich auch, Schnucki. Los, gehen wir schnell heiraten. Wenn ich so eine schöne junge Liebe sehe, bin ich immer zu Tränen gerührt. Na warte, jetzt habe ich dich endlich, du Würstchen. Ah, Bruder, wie hast du mich gefunden, bitte? Das war nicht besonders schwer. Und weißt du was? Hier, das war dafür, dass du mich runtergestoßen hast beim Wasser. Was? Du bist doch nur ausgerutscht. Ach, hör auf zu lügen. Ich weiß genau, dass du mich gestoßen hast. Und jetzt kommst du gefälligst mit zum Papa. Nein, bitte sag Papa nichts. Papa wird sich interessieren, wer deine kleine Freundin ist. Bitte, du bist doch mein Bruder. Du musst doch zu mir halten. Nein, muss ich nicht. Und jetzt komm her. Au, du tust mir weh. Lass mich los. Lass mich. Genug Roblox für heute gespielt. Jetzt spiele ich noch eine Runde Fortnite. Ja, Fortnite ist extrem geil. Okay, was machen wir? Oh, perfekt, ein neues Spiel. Okay, ich bin bereit. Oh, es hat angefangen. Ich wurde gleich getötet am Anfang. Oh Mann. Ich bin mir zu 100% sicher, das war wieder ein Apple-User. Oh, wenn ich nur daran denke. Hey Dad, du wirst mir nicht glauben, was heute passiert ist. Unser lieber Romeo hier war mit seiner Freundin am See und du wirst mir nicht glauben, wer diese Freundin ist. Ach Merko, was bist du so geheimnistuerisch? Wer soll schon seine Freundin sein? Sicher ein sehr nettes, junges Mädchen. Ja genau, das könnte man so sagen. Also du weißt ja, ich habe dir ja von Rosalina erzählt und die ist so gemein, die mag ich nicht mehr. Und ich habe jetzt ein neues Mädchen kennengelernt bei einer geheimen Kostümparty. Also ich finde, dass das eigentlich sehr großartig klingt.
Na, wie schaut sie aus? Und das Wichtigste, ist sie reich? Sie ist einfach die allerbeste, sie ist super intelligent, sie ist wunderschön und ich glaube, sie ist reich, denn das Haus, wo sie ihr Geburtstag gefeiert hat, war riesengroß und es war so viel Essen und so viele Leute eingeladen. Ja, eine Sache hast du aber vergessen zu erwähnen, lieber Bruder, dass ihr Familiennamen mit Apple endet. Papa, es ist Julia Apple. Romeo, hast du komplett den Verstand verloren? Wie kommst du auf die Idee, dich in die Tochter von Familie Apple zu verlieben? Was ist los mit dir? Hast du schon vergessen, dass wir uns jahrelang hassen? Was sie mir angetan haben, ist unverzeihlich und du darfst garantiert dich nicht mit diesem Mädchen treffen. Was? Ihr Name ist Julia und sie gehört zur Familie Apple? Das wusste ich nicht, aber sie kann nichts dafür, was ihre Eltern dir angetan haben. Ob sie was dafür kann oder nicht, das ist mir egal. Ich verbiete dir, dieses Mädchen jemals wieder zu sehen. Hast du mich verstanden? Das kannst du nicht machen, Papa. Ich gehorche dir immer, aber diesmal, nein, du kannst mir nicht verbieten, sie zu sehen. Mir ist es egal, ob sie eine Samsung ist oder nicht. Ich liebe sie und damit basta. Was bist du so frech zu mir? Ich bin dein Vater. Hast du keinen Respekt? Ach, schau, wegen dir musste ich mein Handy ins Wasser werfen, weil ich so wütend bin. Du hast jetzt Hausarrest für 2 Jahre. Ist mir egal, bis du dieses Mädchen vergessen hast. Es ist mir egal, was du machst. Du kannst mich mein Leben lang einsperren. Ich werde sie nie vergessen. Mirko, geh ihm hinterher und schau, dass er wirklich nach Hause geht. Er hat Hausarrest. Ja, Papa, mache ich. Ich bin so traurig. Was ist nur passiert? Wieso habe ich mein Handy ins Wasser geworfen? Oh, ich kann jetzt nicht mehr Fortnite spielen. Oder noch schlimmer, nicht mehr Roblox. Nein, noch schlimmer, nicht mehr Toka. Wer weint denn hier wie ein kleines Baby? Oh, Boss, warum weinen Sie? Ich war so wütend, habe mein Handy ins Wasser geworfen und jetzt kann ich nicht mehr Roblox oder Fortnite spielen. Ach, Sie brauchen nicht traurig sein. Warten Sie, ich habe ein Ersatzhandy für Sie. Oh, ein Ersatzhandy? Was habe ich nur für gute Mitarbeiter? Sie schlagen ja regelmäßig Ihre Handys kaputt, wenn Sie bei Fortnite verlieren. Deswegen haben wir immer ein Ersatzhandy für Sie. Oder 10. Es ist wirklich sogar eine Kopie von meinem alten Handy. Sogar die Spielstände sind gleich. Oh, was würde ich nur ohne sie machen? Überhaupt kein Problem, Boss. Das ist ja mein Job. Nach dieser Aufregung muss ich mich gleich mal beruhigen und eine Runde Fortnite spielen. Ja, das ist eine gute Idee. Ach, was glaubt Papa eigentlich, wer er ist? Dass er mir verbieten kann, jemanden zu sehen, den ich mag? Oh, meine liebe Julia, warum musst du unbedingt eine Apple sein? Vielleicht hat ja Papa recht und es kann mit uns einfach nicht funktionieren. Wie kann eine Beziehung funktionieren, wenn die Familien sich hassen? Oh, Julia, ich bin froh, dass du nicht weißt, wer ich bin. Bro Mom und Bro Dad und Bro. Beruhig dich, Sohnemann, du bist so aufgeregt, dass nur noch Bros aus deinem Mund kommen. Sorry, Bro Daddy. Also, ich bin gerade von meinem Bro-Spaziergang zurück nach meinem Brohausen gegangen. Auf einmal stand da meine Bro-Schwester draußen und sie hat sich mit einem Bro-Jungen getroffen. Was? Julia hat sich endlich mit den reichen Fürsten getroffen. Ah, wie schön. Bro Mom, nein. Es war nicht der reiche Fürst. Es war unser Nicht-Bro-Erzfeind Romeo Samsung. Nein, das kann nicht stimmen. Was fällt Julia ein, sich heimlich rauszuschleichen und sich mit der Familie Samsung zu treffen? Unsere liebe Schwester war schon immer ein bisschen komisch und eigenartig, wie sie die ganze Zeit ihre Bücher liest, als ob sie was Besseres wäre. Aber Bro-Familie, was machen wir jetzt? Unser kompletter Bro-Roof ist zerstört, wenn alle erfahren, dass unsere Schwester sich mit einem Samsung trifft. Natürlich geht das nicht. Wir machen die besten Handys der Welt und Samsung macht Spielzeug für Kinder. Wieso tut sie uns das an? Was haben wir nur falsch gemacht? Wieso haben wir so versagt als Eltern? Nicht traurig sein, mein Schatz, wir haben gar nichts falsch gemacht. Aber wieso ist sie so gemein zu uns? Wieso tut sie uns das an? Keine Sorge, mein Schatz, das werde ich unterbinden. Oder vielleicht können wir das sogar zu unserem Vorteil nutzen, um die Familie Samsung für immer zu vernichten. Meine Eltern haben natürlich auf die Nachricht nicht gut reagiert und sie haben sich einen gemeinen Plan überlegt. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich natürlich keine Ahnung, was sie vorhatten. Das ist ein ausgezeichneter Plan. So können wir Julia verbieten, den Typen zu treffen und wir machen die Samsung-Familie fertig. Julia, komm sofort her! Was ist denn hier los? Warum seid ihr so laut? Warum schreit ihr so? Du brauchst gar nicht so auf Unschuldslämmchen tun. Wir wissen genau, was du heute gemacht hast und mit wem du unterwegs warst. Hä, woher wisst ihr? Ich meine, nein, ich war nirgendwo unterwegs. Ich war doch in meinem Zimmer. Julia, hältst du uns etwas für dumm? Wir wissen, dass du dich mit einem Jungen getroffen hast. Ja, Bro, Schwester, ich hab dich gesehen. Und weißt du eigentlich, wer dieser Junge ist? Es ist Romeo Samsung. Er ist der Sohn von Samuel Samsung. Was? Er ist ein Samsung? Das wusste ich nicht, aber
Aber ich mag ihn, er ist super lieb und wir haben dieselben Interesse. Er liest genauso gerne wie ich und unser Lieblingsbuch ist sogar dasselbe. Er hat wahrscheinlich nur Interesse an dich, weil er an die Geheimnisse unserer Firma kommen will. Nein, das stimmt nicht, das würde er nie machen. Es ist mir egal, wir verbieten dir, ihn jemals wieder zu sehen. Bitte, tut mir das nicht an. Ich mag ihn und er mag mich und wir sind wie füreinander gemacht. Schluss, aus. Du wirst diesen spanischen Fürsten heiraten und das war's. Du wirst diesen Romeo nie wieder mehr sehen. Hast du mich verstanden, Julia? Ich mag diesen oberflächlichen spanischen Fürsten aber nicht. Bitte, Mama, tu mir das nicht an. Die einzige Person, die du daten darfst, ist dieser spanische Fürst. Und wenn du ihn nicht daten wirst, wirst du für immer hier eingesperrt. Hast du mich verstanden? Dann sperrt mich doch für immer ein. Also ich würde sagen, das ist super gelaufen. Und wenn unser Plan aufgeht, wird sie so oder so den spanischen Fürsten heiraten, denn dann gibt es keinen Romeo mehr. Hallo, Julia, die Tür war offen, ich bin einfach reingekommen. Oh, Julia, was ist los? Warum bist du so traurig? Was ist passiert? Oh, Annie, ich habe einfach die schrecklichste Familie. Ich habe dir doch von den schwarzen Ritter erzählt, diesen lieben Jungen. Es ist Romeo Samsung. Und meine Eltern verbieten mir, ihn jemals wieder zu sehen. Und jetzt wollen sie mich mit so einem alten spanischen Fürsten verheiraten. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, Julia, das ist ja schrecklich. Was können wir nur tun? Uns muss doch irgendetwas einfallen, wie du da raus kannst. Endlich finde ich jemanden, den ich mag vom ganzen Herzen und dann passiert sowas. Komm, wir müssen uns etwas überlegen. Uns fällt 100%ig was ein, wenn wir uns hinsetzen und einen Plan austüfteln. Irgendwas wird schon passieren. Wir können das so nicht sitzen lassen. Wir können nicht, dass deine Eltern gewinnen. Das ist doch krank. Oh, Annie. Ich habe irgendwie alle Hoffnung aufgegeben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, Julia, bitte hör auf, so traurig zu sein. Ich habe eine Idee. Was ist, wenn du mir einen Brief mitgibst und ich gib's ihm Romeo oder seinem besten Freund und er bringt es ihm? Annie, das ist eine brillante Idee. Du bist einfach die allerbeste. So können wir gemeinsam einen Plan erstellen und vielleicht finden wir eine Lösung. Und dann glaubt er auch nicht, dass ich ihn einfach verbannt habe und ihn nicht mehr sehen will. Schau hier, ich habe den Brief jetzt schon geschrieben. Ich bin nämlich sehr schnell. Ich kann nämlich Briefe in einer Sekunde schreiben. Wow, du bist echt schnell. Komm, gib mir den Brief, dann bring ich's Romeo seinem besten Freund. Oh, Annie, was würde ich nur ohne dich machen? Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie ich dir jemals dafür danken kann, dass du mir beistehst. Hör auf, Julia, dafür sind ja beste Freunde da. Okay, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich hoffe, dass es Romeo verstehen wird. Was ist, wenn er mich hasst, weil ich eine Apple-Userin bin? Und was ist, wenn er glaubt, dass alles, was ich geschrieben habe, gelogen ist, weil ich ihn manipulieren will oder sowas? Zum Glück weiß er ja noch nicht, wer ich bin. Das wird sicher ein Riesenschock für ihn. Oh, ich muss mich ablenken. Ja, mein Lieblingsbuch lesen, das wird mich von allem ablenken. Auf meine Bücher kann ich mich immer verlassen. Und auf Annie. Und vielleicht sogar auf Romeo. Oh, Annie, ich kann nicht aufhören, an dich zu denken, seit wir uns das letzte Mal auf der Party gesehen haben. Ach, sie liebt mich nicht. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Oh, hallo, Lawrence. Schön, dich wieder zu sehen. Wie geht's dir? Wow, du hast aber eine schöne Blume in der Hand. Ja, die ist für dich. Hier, bitteschön. Danke, Lawrence. Sie riecht wundervoll. Vielen, vielen Dank. Oh, ich hätte fast vergessen, warum ich eigentlich hergekommen bin. Es ist etwas Schreckliches passiert. Julias Eltern wissen, wer Romeo ist und sie verbieten es, dass sie sich jemals wieder sehen. Was? Julia weiß, dass er Romeo ist und seine Eltern auch? Oh nein. Deswegen hat Julia ihm einen Brief geschrieben. Bitte, bring ihm das. Es ist ihr sehr wichtig. Ja, werde ich machen. Ich weiß aber, Romeo hat Hausarrest, weil ich glaube, seine Eltern haben auch erfahren, wer Julia ist. Nein, wirklich? Oh Mann, das ist ja schrecklich. Warum sind die Eltern nur so gemein? Was ist deren Problem? Aber ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das für uns machst. Ich bin dir was schuldig, okay? Ich kann dich ja mal auf Sushi oder sowas einladen. Danke nochmal für die Blume, sie riecht wundervoll. Bitte, Annie, ich gehe jetzt. Tschüss. Oh, wie schüchtern er ist so lieb. Er liebt mich nicht. Er liebt mich nicht. Oh, Julia, werde ich dich jemals wiedersehen? Was ist passiert? Oh mein Gott, was machst du? Sorry, ich habe erfahren, dass du Hausarrest hast und ich bin wohl die Treppen runtergefallen. Ich hoffe, du hast dich nicht so stark verletzt. Das hat ganz schön gerumst. Oh ja, warum ich eigentlich hergekommen bin. Ich habe einen Brief für dich und zwar... Julia weiß, wer du bist. Und ich habe schlechte Nachrichten. Ihre Eltern wissen auch, wer du bist. Aber ich habe auch gute Nachrichten. Sie hat dir einen Brief geschrieben. Das ist ein Brief von meiner Julia und sie weiß schon, wer ich bin. Oh Mann, sie wird eingesperrt zu Hause. Die darf nicht rausgehen. Sie will, dass ich sie sehe heute. Ich soll am Abend, wenn alle schlafen, zu ihr gehen. Es riecht sogar nach ihr. Was für eine wundervolle Handschrift sie hat. Man merkt, dass sie sehr viel liest und gerne schreibt. Sie ist einfach ein Traum von einem Mädchen. Aber wie soll ich nur rausgehen? Ich habe doch Hausarrest und mein Bruder beobachtet ihn. Er wird sehen, wenn niemand in meinem Zimmer ist. Was soll ich nur tun?
Was können wir nur machen? Oh, ich habe eine Idee. Magst du mir einen Gefallen tun? Du musst doch nichts Besonderes machen. Einfach nur im Bett liegen und so tun, als ob du ich wärst. Und mein Bruder wird nie auffallen, dass ich weg bin. Du kannst doch einfach den Fernseher einschalten und Anime schauen. Was sagst du? Hast du Lust zu tauschen? Ja klar, Romeo, für dich mache ich alles. Wir sind doch Bros. Was für ein schreckliches Wort eigentlich. Wir sind beste Freunde. Ich wusste, dass ich mich immer auf dich verlassen kann. Also mach's dir gemütlich. Ich bin gleich wieder zurück. Ich versuche mich zu beeilen, okay? Tschüss. Oh, ich kuschle mich einfach in sein Bett. Ich gehe unter die Decke, dann sieht mich sein Bruder nicht. Und ich kann mir derweil am Handy die neuen Folgen von Toka Toast anschauen. Darauf freue ich mich schon. Hallo Mama, hallo Papa. Wie schaut's aus? Darf ich wieder rausgehen? Ich will nicht immer in meinem Zimmer eingesperrt sein. Oh ja, natürlich darfst du wieder raus, aber es gibt nur einen kleinen Haken, den du erfüllen musst. Ja, meine Liebe, du weißt ja, unserer Firma geht es gerade nicht so blendend und wir brauchen Hilfe von auswärts. Ja, besser gesagt aus Spanien kommt jemand her und vielleicht... Nein, bitte, ihr redet nicht schon wieder von diesen spanischen Fürsten. Oh ja, ich weiß, dass du dich mit ihm gut verstehen wirst. Er ist sehr gut und sehr reich und er wird uns urviel Geld bringen. Julia, das musst du für uns tun. Aber Mama, ich mag ihn nicht. Huch, ich glaube, da ist jemand an der Tür. Magst du nicht aufmachen gehen? Ihr habt diesen spanischen Schwachkopf wieder zu uns eingeladen? Ach, jetzt tu nicht so, Julia. Komm, ich lasse ihn rein. Oh ja, spanischer Fürst, bitte kommen Sie rein. Oh, grüß Gott, die Herrschaften. Oh, Julia, du schaust wieder bezaubernd aus wie immer. Wieso hast du einen Diamantring in der Hand? Oh, das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Hier, mal die goldene Rose für dich. Oh, die ist hässlich. Warum sollte alles in Gold sein? Und Julia, wir kennen uns jetzt schon so lang und ich habe eine ganz besondere Frage an dich. Julia, möchtest du mich heiraten? Ja, sie will. Oder Julia, sag doch, dass du willst. Ich weiß nicht. Oh ja, sie will, unbedingt. Oh Julia, du machst mich zum glücklichsten Mann der Welt, da du meinen Antrag angenommen hast. Oh, herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine wunderschöne Hochzeit sein wird und ihr werdet ein wunderschönes Paar. Hallo, ich habe noch gar keine Antwort gegeben. Was? Doch, hast du. Du hast ja gesagt, oder? Also na gut, was ist dann deine Antwort, meine Liebe? Ich will diesen goldenen Müll nicht haben. Es ist mir nichts wert und ich werde dich garantiert nicht heiraten. Oh Julia, es wäre doch ganz schlimm, wenn ein paar Schlägertypen deinen Freund Romeo besuchen würden, oder? Was? Woher wissen sie von Romeo und was wollen sie Romeo antun? Sagen wir es mal so, wenn du mich nicht heiratest, wird Romeo etwas ganz Schlimmes passieren. Sie sind ein Monster! Also Julia, das heißt dann, du nimmst den Antrag an, oder? Oder willst du wirklich, dass wir Romeo etwas antun? Und das ist dann nur deine Schuld, deine alleine. Wieso? Ich sagte ja, unser Plan wird aufgehen. Natürlich wird sie heiraten. Das ist ja gar keine Frage. Sehr gut. Also wir wollten wieder etwas über das Geschäftliche sprechen. Ja, natürlich, daher. Bitte folgen Sie mir. Und da sind wir schon, Bro. Also hier wohnt Romeo erbärmlich. Ja, Bro, voll in Armut. Ich wette, diese Wohnung hat nicht mal 1 Million gekostet. Ja, Bro, das war sicher nur 900.000 Euro. Hä, wer ist bei unserer Tür? Los, Romeo, mach die Tür auf, schnell. Ja, okay, mach ich, kein Problem. Also, wer ist da? Oh, Bruder, es ist TJ und Hunter an der Tür. Was wollen diese Intelligenz-Veganer? Was wollt ihr? Wir haben ein kleines Angebot an euch zwei. Sag's ihm, Bro. Wie wär's, wenn wir einen Fight machen? Ihr zwei gegen uns zwei. Und wenn das Unmögliche passiert und ihr gewinnt, dann werden wir 1 Monat lang eure Sklaven sein. Aber wenn wir gewinnen, darf Romeo nie wieder mehr unsere Schwester anschauen und er muss das Land verlassen. Okay, abgemacht. Warte, was, Bruder? Nein, ich will nicht gegen sie kämpfen. Ich verabscheue Gewalt. Gewalt ist keine Lösung. Und du hast sogar letztens verloren. Und ich... Was redest du? Ich habe nicht verloren. Das war unentschieden. Ich meine, wir haben gewonnen. Ja, genau. Sei gefälligst leise. Also nehmt ihr 2 Pfeifen jetzt den Kampf an oder nicht? Bro, ich glaube, sie haben sich in die Hosen gemacht, Bro. Ich habe schon immer gewusst, dass Samsung-User feige Hühner sind. Wir nehmen die Herausforderung an. Bitte nicht, Bruder. Ich verabscheue Gewalt. Also abgemacht. Wir sehen sich in 4 Stunden hinter dem Einkaufszentrum, wo wir auch letztens gekämpft haben. Hier, Bro, Schwachköpfe. Wir werden euch fertig machen. Romeo, mach dich bereit für den Kampf. Bitte, ich kann das nicht. Ist dir unsere Familie egal? Was ist los mit dir, Romeo? Nur wegen diesem Mädchen. Das ist nicht irgendein Mädchen. Das ist meine große Liebe. Das verstehst du nicht. Du wirst kämpfen und aus, basta. Es tut mir leid, Bruder, aber ich kann das nicht. Sicher nicht. Romeo, komm gefälligst zurück. Du hast Hausarrest. Das werde ich Papa sagen. Ach, Romeo ist eh so ein Schwächling. Ich werde einfach alleine gegen beide antreten. Was soll ich nur machen? Ich kann meinen Bruder nicht alleine kämpfen lassen, aber ich hasse Gewalt. Ich will das nicht machen. Ich brauche Julias Hilfe. Julia, komm runter.
bitte, ich muss mit dir reden. Ist das die Stimme meines Romeos? Oh Romeo, was habe ich dich vermisst? Oh Romeo, du bist es, mein Romeo. Warum musst du ein Samsung sein, Romeo? Oh Julia, meine liebe Julia, mir ist es egal, ob du eine Apple bist oder nicht. Ich liebe dich, Julia. Aber unsere Eltern, sie werden das nie zulassen. Und oh mein lieber Romeo, ich habe noch schlechtere Neuigkeiten. Meine Eltern, sie wollen mich verheiraten. Und die Hochzeit ist morgen. Was? Sie wollen dich verheiraten? Und das schon morgen? Warum? Anscheinend geht es unserer Firma nicht so gut und der Typ ist reich. Und sie brauchen das Geld. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh Julia, ich habe auch schlechte Neuigkeiten. Deine Brüder haben mich und meinen Bruder zu einem Duell eingeladen und wir werden in ein paar Stunden miteinander kämpfen. Was? Ein Duell? Nein, Romeo, bitte nicht. Was ist, wenn dir etwas passiert? Was ist, wenn meinen Brüdern etwas passiert? Bitte, tu das nicht. Tu es für mich. Geh nicht hin. Julia, glaube mir, ich will nicht hingehen. Aber was ist, wenn etwas meinem Bruder passiert? Das kann ich nie verantworten. Ich muss hin. Der spanische Fürst könnte ihm was antun. Vielleicht ist das sein Plan. Ich muss mit ihm Schluss machen. Was ist, Julia? Warum flüsterst du? Sag mir doch, was los ist. Es tut mir so leid, aber ich kann meinen Bruder nicht in Stich lassen. Es tut mir leid, Romeo, aber ich glaube, wir müssen Schluss machen. Das hat keine Zukunft. Diese Beziehung, die wir haben, hat keine Zukunft. Bist du sicher, Julia, dass du das willst? Ich weiß nicht, was mein Leben für einen Sinn hat, wenn du nicht mehr bei meiner Seite bist. Aber ich respektiere natürlich deine Entscheidung. Aber vergiss nie, dass ich dich liebe, Julia, okay? Es tut mir leid, aber bitte geh jetzt, wie du willst, Julia. Oh Romeo, mein Romeo, wenn du wüsstest, was ich für dich empfinde. Es tut mir so leid. Warum ist das Leben nur so unfair? Warum kann ich nicht die Person lieben, die ich liebe? Ich bin einfach so verzweifelt. Es kann nicht mehr schlimmer kommen. Mama, was machst du mit all meinen Büchern? Nach was schaut's denn aus? Ich räume sie natürlich alle weg. Denn jetzt bist du eine Ehefrau und du hast keine Zeit mehr zum Lesen. Was? Wenn ich verheiratet bin, darf ich nicht mehr lesen? Wieso willst du mir noch die letzte Freude in meinem Leben nehmen, Mama? Ich habe doch schon zugesagt, dass ich diese wandelnde Pobacke mit Ohren heiraten werde. Das reicht nicht. Du musst dich grundsätzlich ändern. Eine Frau hat nicht Bücher zu lesen und zu lernen. Du wirst nur noch in der Küche sein und kochen. Du kannst von Glück reden, dass er reich ist, sonst müsstest du auch noch putzen. Und schau dir an, was er dir für schöne Geschenke gegeben hat. Ich meine, eine goldene Rose. Ist das nicht das Schönste, was man jemandem schenken kann? Boah, gib diese widerliche, echte Rose weg. Oh, schau, ist das nicht so viel schöner? Alles in Gold? Hey, die goldene Pflanze ist aus Plastik. Das ist eine echte, die braucht Wasser. Ich möchte nichts mehr hören. Hast du mich verstanden? Bitte, Mama, ich werde mein ganzes Leben unglücklich sein, wenn ich ihn heirate. Glücklich sein ist überbewertet. Reich sein ist das einzig Wahre. Und akzeptiere endlich, dass du diesen spanischen Fürsten heiraten wirst. Denn morgen wird die Hochzeit stattfinden. Hast du mich verstanden? Oh Romeo, mein Romeo, wieso können wir nicht einfach zusammen weglaufen? Das könnte ich meiner Familie nicht antun, auch wenn sie nicht nett zu mir ist. Ich könnte sie niemals so in Stich lassen. Oh Romeo, egal was mit mir passiert, ich werde dich immer lieben. Ah, du Samsung-Loser, bist du gekommen? Aber hey, wo ist denn dein Schwachkopf von einem kleinen Bruder? Romeo, oder? Heißt er. Wo ist er? Ich brauche meinen Bruder Romeo nicht. Ich werde euch mit meinem kleinen Finger fertig machen. Ach, das glaubst du doch wohl selber nicht. Ich habe komplett was vergessen. Jetzt, wo ich dich sehe, ist mir eingefallen, dass ich noch den Müll rausbringen muss. Ihr zwei seid so Müllköpfe. Oh, was fällt dir ein? Du bist wohl als Kind zu oft gegen die Wand gefallen. Hey Bro, hat uns der Bro gerade beleidigt oder wie? Also komm, fangen wir an. Den Faustkampf so wie letztes Mal. Ihr habt keine Chance. Ich habe sehr viel trainiert. Bro, ich glaube, es wird Zeit. Hä, was machst du dort? Was hast du vor? Bro, das ist nur eine kleine Bro-Überraschung. Hier, Bro, nimm du den Schläger und ich nehme meinen Schläger. Was? Ihr habt Waffen? Das ist unfair. Oh, du Samsung-Schwachkopf. Wer hat denn behauptet, dass wir fair kämpfen? Das war eine Falle. Hört auf, das könnt ihr nicht machen. Das ist Körperverletzung. Das ist lebensgefährlich. Ihr könntet ins Gefängnis kommen. Du hast keine Chance. Hört auf, geht weg von mir. Verschwindet. Nein, ich werde nicht kämpfen. Ich kann das Julia nicht antun. Nein, ich werde nicht kämpfen. Oh, Romeo, da bist du ja. Ich habe dich überall gesucht. Es geht um deinen Bruder. TJ und Hunter haben ihn in eine Falle gestellt. Sie haben einfach illegalerweise Waffen zu diesem Kampf mitgenommen und er ist alleine gegen die zwei. Was? Das kann nicht sein. Ich muss hin. Geh du schon mal die Polizei rufen, okay? Bist du sicher? Soll ich nicht lieber mitkommen und sie fertig machen? Zu dritt haben wir wahrscheinlich eine größere Chance. Nein, geh zu einer Telefonzelle, ruf die Polizei und zur Sicherheit die Rettung. Ich muss hin meinem Bruder helfen. Die Rettung und die Polizei, wie geht das nochmal? 122, die Polizei herbei und 144, die Rettung zu dir. Genau.
Da sind sie ja. Romeo, du bist hier. Komm, nimm mir die Schläger weg und hau mit den Schläger eine über den Kopf. Du glaubst doch wohl, ich bin von gestern. Romeo steht gar nicht hinten, aber wenn ich mich umdrehe, dann kommst du und nimmst mir den Schläger weg. Also nein, ich falle nicht auf deinen Trick rein. Ja, du bist wirklich ein Schwachkopf und jetzt gib den Schläger her und lass meinen Bruder in Ruhe, du Schwachkopf. Jetzt. Bro, warum fällst du am Boden, Bro? Geht es dir nicht gut, Bro? Ich muss schnell die Polizei, Bro, rufen. Was mischst du dich ein, Romeo? Ich hatte alles im Griff. Oh nein, was habe ich nur getan? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass er sich so sehr verletzt. Einmal hast du etwas Richtiges gemacht und jetzt weinst du rum wie so ein Mädchen. Nein, ich wollte das nicht. Es tut mir so leid. Bitte. Romeo, du bist und bleibst eine Enttäuschung, ein Loser, ein Versager. Was ist hier los? Was habt ihr gemacht? Wer war das von euch zwei? Warst das du, Kleiner? Wer von euch zwei es war es? Die Person muss ins Gefängnis, das ist Körperverletzung. Ja, Officer, ich war es, aber ich habe nur meinen Bruder verteidigt. Sie haben ihn attackiert. Oh, das wird ein übles Nachspiel haben. Ah, die Rettung kommt schon. Sehr gut, jetzt retten Sie den Jungen. Keine Sorge, die Rettung ist hier. Komm mit, Kleiner. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Wir bringen dich schnell ins Spital. Und du kommst jetzt mit ins Gefängnis. Du hast ein paar Fragen zu beantworten. Und hier sind wir auch schon. Los, mach die Zelle auf. Er muss rein ins Gefängnis. Los, mach schon die Zelle auf. Okay, chill, Bruder. Und jetzt rein mit dir, du Körperverletzer, du. Los, schließ die Tür. Du wirst hier verrotten für immer und ewig. Niemand wird dich jemals rausholen können. Ich habe es verdient, hier drinnen zu sein. Was habe ich nur gemacht? Wäre ich doch nicht hingegangen. Warum musste mein Bruder den Kampf annehmen? Gugu, gugu, gaga, gugu, gugu. Oh, das ist dein Platz. Entschuldige, Mister. Gugu, gaga. Wie viele Jahre werde ich wohl hier eingesperrt sein, bis ich wieder raus darf? Hä? Die Tür hat sich geöffnet? Ja, du kannst wieder raus. Los, verschwinde. Los, raus hier. Dein Vater hat die Kaution gezahlt. Du kannst jetzt wieder nach Hause gehen. Romeo, einmal in meinem Leben bin ich richtig stolz auf dich, dass du Gewalt gezeigt hast. Das war eine gute Entscheidung, Romeo. So zeigst du, dass du wirklich unser Sohn bist. Ach, ich bin so stolz auf dich. Aber Papa, ich habe einen anderen Menschen verletzt. Können Sie das vielleicht anderswo besprechen? Ach ja, stimmt. Wir müssen ja TJ im Gefängnis besuchen und wir müssen so tun, als ob es uns leid tun würde, damit er uns nicht anzeigt. Gugu, gaga, Freiheit, Gugu, Nein, gaga. nicht der gefährliche Verbrecher ist ausgebrochen. Hilfe, Leute, Ausbruch! Ich glaube, wir sollten gehen. Ja, komm, gehen wir. Ach, TJ, wie kannst du dich nur von einem Samsung-User so verletzen lassen? Was ist los mit dir? Ja, DJ, wir haben mehr von dir erwartet, dich einfach von einem Samsung-User verletzen zu lassen. Ja, das geht mal gar nicht. Oh, Steve Apple. Oh, es tut mir wirklich leid, was mein Sohn gemacht hat. Du wirst büßen, dein Sohn wird büßen, ihr werdet alle büßen. Er spuckt mich nicht so ins Gesicht, das ist ekelhaft. Ich meine, so wie ich es gesehen habe, hat sich mein Sohn nur verteidigt, weil deine Söhne haben einen Kampf ausgemacht und dann einfach Waffen mitgenommen. Sie haben sich mit ihren eigenen Baseballschläger wahrscheinlich selber K.O. geschlagen. So dumm wären wahrscheinlich deine Söhne, aber nicht meine. Los, Romeo, komm her und entschuldige dich und dann ist alles gut. Los, Romeo, wo bist du? Komm her. Hallo, Mr. und Mrs. Apple. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte das nicht. Ich wollte nur meinen Bruder beschützen. Ihre Söhne haben angefangen. Was? Unsere Söhne haben nicht angefangen. Ihr habt's angefangen. Du bist schuld, Romeo. Ja, Bro, Romeo. Wir haben ja nur gespielt, Bro. Was bist du so aggressiv, Bro? Boah, ich hab Hunger. Oh, ein Taco. Das braucht die Oma ja nicht. Ich wollte das wirklich nicht. Es tut mir von ganzem Herzen leid. Es tut mir leid. Das reicht nicht als Entschuldigung, Romeo. Du musst büßen. Hör auf, meinen Sohn zu bedrohen. Was willst du sagen, er muss büßen? Ich will, dass er das Land verlässt und nie wieder mehr zurückkommt. Sonst werden wir ihm anzeigen wegen schwerer Körperverletzung und dann bekommt er wahrscheinlich 10 Jahre im Gefängnis. Das würdet ihr nicht wagen. Oh doch, denn wir haben Videoaufzeichnungen. Und diese Videoaufzeichnungen werden wir dann noch veröffentlichen und dann machen wir eure Firma auch noch zugrunde. Samsung-Handys werden zerstört. Wir werden alles machen, was ihr sagt. Romeo, du musst das Land verlassen. Es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Tja, tut mir leid, Romeo. Komm, Papa. Gehen wir. Es tut mir wirklich leid und ich werde natürlich das Land verlassen, wenn ihr das wünscht. Ja, das wirst du und halte dich fern von meiner Tochter. Hast du mich verstanden, du kleines Würstchen? Sie hat dich nie geliebt, sie wird dich auch nicht lieben. Das stimmt nicht und das wissen sie und das weiß ich. Nach dem, was du gemacht hast, solltest du lieber nicht so frech sein und jetzt verschwinde von hier. So, das ist jetzt auch erledigt. Unser Plan hat ausgezeichnet funktioniert. Bro, Mom, Bro, Dad, was meint ihr? Was für ein Plan? Was ist los mit euch? Habt ihr schon vergessen? Wir haben sie reingelegt. Das mit dem Baseballschläger war unsere Idee. Habt ihr schon vergessen? Und wie perfekt, dass ihr beide auch noch verletzt wurdet. Besser gesagt, du, DJ.
Aber Mom, das war wirklich lebensgefährlich. Ich habe mir Hände und Beine gebrochen. Bro, Mom, das ist echt zu weit gegangen. Habt ihr gehofft, dass sie uns verletzen? Naja, gehofft. Natürlich haben wir nicht gehofft, dass sie euch schwer verletzen, aber wenigstens ein bisschen, damit wir sie Aufzeichnungen nehmen können. Bro, Bruder, hast du das gewusst? Ich dachte, wir wollten denen nur Angst machen. Wir hätten sie doch nie geschlagen. Bro. Ich werde morgen das Land verlassen und morgen wird Julia heiraten. Ich muss ihr noch Lebewohl sagen. Ich kann nicht einfach verschwinden. Romeo, bist das du? Ich habe deine Stimme gehört. Was willst du noch hier? Wir haben doch Schluss gemacht. Das respektiere ich natürlich, aber bitte komm runter. Ich muss mit dir reden. Okay, warte. Was willst du? Ich wollte dir nur Lebewohl sagen, denn ich werde das Land verlassen und wir werden uns wahrscheinlich nie wieder mehr sehen. Was? Du wirst das Land verlassen? Ich meine... Du musst nicht das Land verlassen, nur weil wir Schluss gemacht haben. Es ist nicht wegen dem. Ich habe gegen deine Brüder gekämpft und habe DJ sehr schwer verletzt. Er ist im Spital. Oh mein Gott, DJ ist im Spital. Geht es ihm gut? Was ist passiert? Wieso hast du ihn verletzt? Wieso hast du das gemacht, Romeo? Es war ein Unfall. Er hat meinen Bruder bedroht mit Baseballschläger und ich habe, glaube ich, zu stark hingeschlagen. Oh, TJ, wieso musst du sowas machen? Zum Glück ist er nicht lebensgefährlich verletzt. Aber wieso musst du deswegen das Land verlassen? Du musst nicht gehen. Reue kannst doch anders wie zeigen. Doch, Julia, ich muss das Land verlassen. Deine Eltern zwingen uns. Sie erpressen meine Familie. Ich muss gehen, sonst ist das Business meiner Eltern für immer zerstört. Ich werde dich nie vergessen, Romeo. Ich dich auch nicht, Julia. Ich würde am liebsten deine Hand nie loslassen. Ich deine auch nicht, Romeo. Aber ich glaube, du solltest besser gehen, denn meine Eltern werden bald zu Hause sein. Natürlich, Julia, aber ich werde dich nie vergessen und ich werde, glaube ich, niemanden mehr so lieben wie dich. Oh, Romeo, ich bin so traurig. Halte mich noch einmal und bring mich zur Tür. Natürlich, Julia, ich bringe dich gerne zur Tür. Die letzten Sekunden, wo wir uns noch sehen werden. Es wird Zeit. Los gehen wir langsam. Oh, Romeo, ich bin so traurig. Warum muss uns das passieren? Lebe wohl, mein lieber Romeo. Lebe wohl, meine bezaubernde Julia. Ich werde dich nie vergessen. Ich werde dich auch nie vergessen, Romeo. Lebe wohl. Oh, Romeo, du bist mein bester Freund. Musst du wirklich das Land verlassen? Ja, das muss ich leider, denn Julias Eltern würden sonst unser Geschäft ruinieren und das würde ich meinem Vater nicht antun können. Ich verfluche die Familie Apple und alle Leute, die Apple-Handys verwenden. Das ist ihre Schuld. Das tut mir so leid, Lawrence. Danke dir, Annie, dass du für mich da bist. Lawrence, ich werde jeden Tag schreiben. Wir werden trotzdem beste Freunde sein, okay? Abgemacht? Ich werde dich bald besuchen kommen, Romeo. Versprochen, okay? Und Annie, sag bitte Julia, dass ich sie vermissen werde, okay? Ich muss los. Tschüss. Nein, mein bester Freund. Er muss einfach das Land verlassen. Komm, Lawrence, gehen wir nach Hause. Es wird alles gut. Er wird schon wieder zurückkommen. Julia, bist du schon munter? Julia! Komm schon, Julia, raus aus den Federn. Heute ist der Tag deiner Hochzeit. Komm schon, steh auf. Ja, Mama, ich stehe ja schon auf. Ich bin einfach zu traurig. Ach, Julia, warum bist du denn traurig? Heute wirst du heiraten. Sei glücklich, sei froh. Wir werden eine reiche Familie einheiraten. Mama, wenn du mich schon zwingst, diesen abgeklippten Zehennagel zu heiraten, dann lass mich gefälligst in Ruhe. Ich habe keine Lust, die glückliche Braut zu spielen. Jetzt raus. Aber Julia, wie redest du? Ich habe gesagt, raus. Raus aus meinem Zimmer. Lass mich in Ruhe. Ich gehe Hunter und TJ im Spital besuchen. Ich muss herausfinden, was wirklich passiert ist. Romeo hätte sicher nicht ohne Grund TJ einfach so geschlagen. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Los, schnell. Was fällt Julia ein, ihre Mutter so zu behandeln? Ach, so ein freches Kind. Grüß Gott, die Dame. Oh, Herr spanischer Fürst. Ach, Sie schauen bezaubernd aus. Was führt Sie denn zu uns kurz vor der Hochzeit? Ich habe mit Ihrem Ehemann was Geschäftliches zu besprechen. Oh, natürlich. Bitte kommen Sie ins Büro. Mein Ehemann wartet schon. Ja, ich wollte nur noch mal herkommen, um zu besprechen, wie das Geschäft dann abläuft. Also, Sie geben mir 50% von Ihrer Firma. Genau, in Austausch dafür heiraten Sie meine Tochter und Sie investieren Millionen von Ihrem Geld in meine Firma. Ja, natürlich bekommen Sie Millionen von mir für Ihre Firma und dafür bekomme ich ein paar Aktien. Eine Hand wäscht die andere. Ich glaube, wir sollten uns langsam fertig machen für die Hochzeit. Ja, stimmt, weil ich bin der Bräutigam. Ja. Los, fahren wir zur Hochzeit am Strand. Julia kann sich jetzt kaum erwarten, um mich zu heiraten. Wow, schau mal, wie schön. Mama, ich flehe dich an.
Bitte zwing mich nicht, ihn zu heiraten. Ich liebe ihn nicht. Vielleicht wirst du ihn lieben. Das weißt du ja nicht. Vielleicht seid ihr Seelenverwandte und ihr seid füreinander gemacht. Woher willst du das wissen? Ich weiß es, weil ich Romeo liebe. Ich möchte nie wieder mehr hören, dass du seinen Namen in den Mund nimmst. Hast du mich verstanden, Julia? Du bist doch meine Mama. Wieso willst du nicht, dass ich glücklich werde mit dem, den ich mir aussuche? Jetzt hör auf, so egoistisch zu sein. Ich möchte nichts mehr hören. Es ist der Tag deiner Hochzeit. Nimm deinen Hochzeitsstrauß hier. Er hat sogar einen Hochzeitsstrauß aus Gold für dich gemacht. Jetzt geh nach vorne. Okay. Ich muss ihn heiraten. Ha, ja, da bist du ja, Julia. Wie gefällt dir mein goldener Brautstrauß? Ist er nicht wunderschön? Ja, es ist wunderschön. Ich halte es nicht aus. Was sind das für Tiere? Ekelhaft, ein Krokodil in ein Seepferd. Nimm das! Haha, jetzt bist du tot. Und jetzt, du willst auch noch eins? Nimm das! Hast du ihr Gesicht gesehen, wie sie tot geschwommen sind? Wieso hast du das denn gemacht? Was haben diese armen Tiere dir überhaupt gemacht? Oh, nein, und sowas muss ich heiraten. Hast du nicht gesehen, wie lustig die ausschauen, so tot? Ich liebe tote Tiere. Du bist ein Monster und du widerst mich an. Ja, reg dich nicht so auf, meine Liebe. Daran wirst du dich gewöhnen, wenn du mit mir verheiratet bist. Ich habe 1000 tote Tiere in meiner Wohnung. Mir ist irgendwie schlecht. Mir geht's nicht gut. Was? Simulier nicht so. Komm gefälligst zurück. Wir wollen heiraten. Julia, was ist los mit dir? Mom, Dad, mir geht's nicht gut. Ich krieg keine Luft. Ruf die Rettung. Julia, geht's dir gut? Oh mein Gott, Julia. Hier ruft jemand die Rettung. Ich spüre nur einen ganz schwachen Puls. Los, ruft doch jemand die Rettung. Bro, komm, bringen wir sie ins Krankenhaus. Was ist nun mit Julia los? Los, gehen wir schnell ins Krankenhaus. Konnte sie nicht 5 Minuten warten mit den Krankwerden? Ich habe so viel Geld für diese dreckige Hochzeit gezahlt. Ich werde sie heiraten, ob sie will oder nicht. Was fehlt unserer lieben Julia denn nur? Julia, wach bitte auf, bitte. Es tut uns so leid. Was ist, wenn sie stirbt? Und das Letzte, was sie von mir gehört hat, war, dass ich sie angeschrien habe. Bitte, Julia, wache auf und werde gesund, bitte. Bitte, kleine Schwester, wach doch auf. Es tut uns allen so leid. Du schaust aus wie ein Engel, Julia. Es tut mir so leid, dass wir dich zwingen wollten, jemanden zu heiraten, den du nicht liebst. Aber bitte, wach auf. Wach auf und du kannst machen, was du willst. Komm schon, kleine Bro-Schwester, wach doch auf. Ich bin es, dein großer Bro. Komm schon, Julia, ich bin Bro traurig, wenn du nicht aufwachst. Ich habe gute, aber ich habe auch schlechte Neuigkeiten. Oh nein, was ist denn los? Die guten Nachrichten zuerst, sie ist nicht tot. Aber leider haben wir noch schlechte Neuigkeiten und wir wissen nicht, was sie hat und warum sie nicht aufwacht. Was soll das heißen, sie wissen nicht, was sie hat? Das ist doch nicht möglich, irgendwas muss sie doch haben. Machen Sie viele Tests. Ja, machen Sie doch alle Tests, die notwendig sind. Lieber mehr als zu wenig. Wir haben alle Tests gemacht, die wir machen konnten. Wir wissen nicht, was sie hat. Wir versuchen natürlich unser Bestes und werden weiterhin Untersuchungen machen. Aber wenn es so weitergeht, dann können wir nur hoffen, dass sie von alleine aufwacht. Frau Dr. Bro, Sie müssen doch was tun können. Aber was ist, wenn sie nicht aufwacht? Was passiert dann? Sagen Sie es uns doch, Frau Doktor. Was passiert, wenn sie nicht aufwacht? Das kann ich Ihnen selber nicht beantworten, was dann passiert. Ich weiß es nicht, aber es schaut sehr schlecht um Ihre Tochter aus. Ich werde sofort herkommen, wenn ich weitere Informationen habe. Julia, wir werden dafür sorgen, dass du aufwachst. Wir werden jetzt zu deinem Ehemann gehen. Er hat so viel Geld. Er kennt sicher spezielle Ärzte, die er engagieren kann, die dich retten. Liebe Schwester, ja, liebe Bro-Schwester, wir werden deine Seite nicht verlassen. Ja, Bro, wir werden immer hier bei dir sein und auf dich aufpassen, okay? Ich verspreche es dir. Ja, ich muss aufs Klo. Flug 147 nach Berlin startet in Kürze. Oh, das ist ja mein Flug. Naja, dann mache ich mich bereit zum Boarding. Breaking News. Die Tochter des berühmten Handybesitzers Steve Apple ist in einen mysteriösen Todesschlaf gefallen. Was? Julia? Nein, das kann nicht sein. Bitte nicht. Ich muss schnell ins Spital und sie sehen, aber ich darf ja nicht wegen ihren Eltern. Ach, es ist mir egal, ich gehe trotzdem. Ich bin so schnell hergefahren, wie ich konnte. Wo ist sie nur? Ich glaube, warte, wo? Ja, da hat sie gesagt, links. Oh nein, Julia. Julia, geht es dir gut? Julia, wach doch auf. Wäre ich doch nur nicht gegangen. Hätte ich die Hochzeit nur verhindern können. Was ist nur passiert? Julia, ich bin für dich da. Ich werde herausfinden, was ist. Wenn es das ganze Vermögen meines Vaters kostet, mein ganzes Vermögen, es ist mir egal. Ich werde dich retten, Julia. Das verspreche ich dir. Okay? Bitte gib nicht auf. Bleib stark. Vergiss nicht, ich bin immer an deiner Seite, Julia.
Oh, spanischer Fürst, Sie sind ja hier. Es freut uns so, dass Sie da sind und dass Sie sich um unsere Tochter kümmern. Natürlich bin ich hier. Wo meine Frau ist, bin auch ich. Die Ärzte wissen nicht, was sie hat. Sie wissen nicht, ob sie jemals aufwachen wird. Wir brauchen finanzielle Unterstützung, damit sie mehr Tests machen können. Was? Wieso braucht ihr Geld von mir? Ihr habt doch selber Geld. Ihr seid doch selber reich, oder? Nun ja, wir haben gerade ein bisschen eine Krise, weil alles so teuer ist, kauft keiner mehr unsere teuren Handys. Warte, soll das etwa heißen, dass ihr gar nicht reich seid? Ihr habt's mich reingelegt. Ihr wolltet mir Aktien geben, die dann halt gar keinen Wert haben. Doch, sie hätten wieder Wert. Wir müssen nur diese Trockenphase überstehen und mit ihren Millionen hätten wir diese Trockenphase locker überstanden. Der Deal ist geplatzt. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich so eine arme Schluckerin heiraten werde. Sicher nicht. Und die Millionen könnt ihr auch komplett vergessen. Ich bin ja nicht die Wohlfahrt, dass ich euch all mein Geld gebe. Was? Nein, bitte, Sie müssen uns helfen. Ich muss gar nichts und ich werde auch nichts machen. Ihr könnt es vergessen. Dann verschwinden Sie von hier. Wir brauchen Ihr Geld nicht. Wir werden das schon selber irgendwie lösen. Wie sprichst du, alter Knacker, eigentlich mit mir? Was fällt dir ein? Ich bin der spanische Fürst und ich habe sehr viel Geld und ihr seid arme Schlucker. Wie kannst du es wagen? Nimm das! Au, 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 mein Gesicht! Ah! Au! Wieso hast du mich geschlagen? Das fragst du noch, du abgezwickter Zehennagel? Verschwinden Sie, die wandelnde Pobacke mit Ohren. Los, verschwinden Sie! Ich habe gesagt, Sie sollen verschwinden! Oh Liebling, was machen wir jetzt nur? Was wird nur aus unserer Tochter passieren? Ich weiß es nicht. Oh, wir können nur abwarten. Das werdet ihr mir büßen. Ich weiß schon, was ich machen werde, um mein Geld zurückzuholen. Wieso ist Papa nicht zu Hause, wenn man ihn braucht? Ich muss irgendwie Geld auftreiben. Man kann sicher irgendwie was kaufen. Bessere Medikamente, bessere Untersuchungen, irgendwas. Es muss was geben. Ich muss noch hart genug nachdenken. Okay, was können wir noch suchen? Romeo, schau mal, ich habe Julias Buch und schau mal, was da drinnen ist. Was meinst du, was ist da drinnen? Oh ja, Julias Lieblingsbuch. Romeo, bitte vertrau mir, nimm das Buch und schau rein. Da ist ein Brief für dich drinnen. Ich muss wieder zurück zu Annie. Oh Julia, was ist das? Okay, bin ich bereit, den Brief zu lesen? Das sind ihre letzten Worte. Was da wohl drinnen steht? Es ist an mich adressiert. Warte, was? Warte, was? Das kann nicht sein. Julia, das würdest du nie tun. Warum machst du sowas? Ich muss schnell in ihre Wohnung. Ich muss schauen, ob das stimmt, was in diesem Brief steht. Das kann nicht stimmen. Bitte sag, dass das nicht stimmt. Okay, Julia hat geschrieben, dass es in ihrem Zimmer ist, aber ich kann nicht glauben, dass Julia sowas machen würde. Okay, hier drinnen, nein, da ist gar nichts. Bei ihrem Bett, nein, da oben scheint auch nichts zu sein. Julia, was ist das? Ach, ekelhaft. Warte, nur noch hier könnte es sein. Hier ist es, das Medikament. Oh nein, das heißt dann, dass Julia wirklich das Medikament genommen hat und sich diese Krankheit selber zugelegt hat. Ich muss schnell ins Spital gehen und das Medikament den Eltern oder einen Arzt zeigen, dass er weiß, was sie hat. Schnell ins Spital. Ich hoffe, ich bin noch nicht zu spät. Jede Sekunde zählt, man weiß nicht, was sie hat. Diese zwei Leute kenne ich doch. Ihr seid ja die Eltern von Julia. Du Romeo, was machst du hier? Du solltest doch eigentlich das Land verlassen. Was wagst du es, hierher zu kommen? Verschwinde! Sollen wir wirklich die Firma deiner Eltern zerstören? Willst du das? Willst du, dass dein Vater obdachlos wird? Bitte, hören Sie mir zu, es geht um Ihre Tochter Julia. Ich glaube, ich weiß, was sie hat. Wir können sie retten, wenn Sie auf mich hören. Hör auf, dich so wichtig zu stellen. Wenn nicht mal die Ärzte sie retten können, wirst du, kleines Würstchen, das erst recht nicht schaffen. Hören Sie mir bitte zu, ich glaube, sie hat das eingenommen. Du glaubst doch wohl nicht, dass meine Tochter sich das selber zugefügt hat. Was ist los mit dir? Nimm diesen Dreck und geh endlich, wir wollen nichts hören. Verschwinde, du Würmchen. Sie hat mir einen Brief geschrieben und da drin hat sie gesagt, dass sie das genommen hat. Bitte, Sie müssen mir glauben, ich würde nicht lügen. Julia ist mir wichtig. Halt ein freches Mundwerk, wie kannst du sowas über unsere Julia sagen? Hast du uns nicht gehört? Ich habe gesagt, du sollst verschwinden. Verschwinde endlich, wir wollen dich nicht mehr sehen. Natürlich glauben Sie mir nicht. Ich muss das Medikament einen Arzt geben. Schnell. Oh, Liebling, was ist, wenn wir Julia verlieren? Wir müssen unser Haus verkaufen. Wir müssen vielleicht sogar die Firma verkaufen. Wir werden das natürlich alles machen, um Julia zu retten. Wir machen natürlich alles, um sie zu retten. Es tut mir so leid. Es tut mir alles so leid. Ich hoffe, wenn Julia jemals aufwacht, dass sie uns vergeben kann, dass wir so schlechte Eltern waren.
Ich muss schnell einen Arzt suchen. Wo ist ein Arzt? Hallo, Arzt, bitte, schnell. Ah, hier ist ein Arzt. Bitte nehmen Sie das. Das fehlt Julia. Julia hat das genommen. Wer hat dich hier reingelassen? Hier darf nur die engste Familie. Was machst du hier? Antworte mir, worauf wartest du? Sie müssen mir zuhören. Ich weiß, was Julia Apple fehlt. Und zwar, sie hat dieses Medikament eingenommen und ich glaube... Egal, Sie müssen ein Gegenmittel für dieses Medikament suchen und ihr geben, dann wacht sie auf. Bitte glauben Sie mir. Nein, wir sind die Ärzte in diesem Spital, ja? Wir finden heraus, was sie hat und was nicht. Vielleicht ist das Gift, was du in der Hand hast, um sie zu vergiften. Garantiert nicht, wir glauben dir kein Wort. Bitte nein, glauben Sie mir, es ist das Medikament. Jetzt reicht es mir, wenn du nicht sofort gehst, rufe ich die Polizei und lass dich verhaften. Was ist nur los hier? Wieso klappt mir niemand? Oh, Julia. Meine liebe Julia, warum glauben Sie mir nicht? Das könnte dich retten. Jede Sekunde zählt. Oh, Julia, ich weiß, was ich machen muss, damit Sie mir glauben. Julia, wir sind zurück. Was? Ist das Romeo am Boden? Was ist hier passiert? Bro, wie ist dieser kleine Spast hier überhaupt reingekommen? Los, Hunter, geh schnell einen Arzt holen. Er muss Romeo retten. Ja, Big Bro, ich mach mich auf den Weg, schnell. Was ist passiert? Warum ist Romeo im Krankenhaus? Ah, Familie Apple, wer hätte es anders gedacht? Was habt ihr mit meinem Bruder gemacht? Los, erzähle mir, was habt ihr gemacht? Ich schwöre dir, wir haben nichts gemacht. Er hat dieselbe Krankheit wie unsere Schwester, glaube mir. Nein, ich weiß genau, ihr habt etwas damit zu tun. Ich glaube euch kein Wort. Was für ein Zufall, dass genau ihr zwei ihn gefunden habt. Wahrscheinlich habt ihr es verursacht. Nein, Bro, Opa, das hätten wir nie gemacht, glaube mir. Wir wissen jetzt, dass Romeo kein schlechter Dude ist. Was ist das nur für eine merkwürdige Krankheit? Wieso wissen die Ärzte nicht, was los ist? Hey, Big Bro, komm, gehen wir unsere Eltern rufen. Wir müssen ihnen sagen, was passiert ist. Ja, du hast recht, Hunter. Los, gehen wir. Oh, mein lieber Sohn Romeo, wäre ich nicht so streng zu dir gewesen. Hätte ich dich nicht die ganze Zeit Schwächling genannt, Romeo. Bitte wach auf, werde wieder gesund. Bitte versprich uns das, Romeo. Ja, bitte, Romeo. Oh, Julia. Was macht ihr zwei hier? Warum ist Julia in diesem Zimmer und warum liegt Romeo da? Weil er dieselbe Krankheit hat wie ihre Tochter und wir wissen nicht, was ihm fehlt. Was? Romeo hat dieselbe Krankheit bekommen wie unsere Tochter? Ich weiß, wir sind eigentlich Rivalen und wir sollten uns hassen, aber ich muss von Herzen sagen, es tut mir wirklich leid, dass Ihnen Ihren Sohn dasselbe passiert ist wie unserer Tochter. Vielen Dank, Frau Apple. Das schätzen wir wirklich sehr. Oh, Steve, es tut mir wirklich leid, was auch damals passiert ist. Oh, Samuel, es tut mir auch leid. Es tut mir leid, dass ich dich bei Fortnite besiegt habe, okay? Das ist nur ein Spiel, das sollte uns nicht so wichtig sein. Steve, ich glaube, du hast das falsch in Erinnerung. Ich habe dich bei Fortnite besiegt und du warst wütend auf mich, weil ich ein viel besserer Spieler war. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich besiegt habe. Was? Nein, das stimmt nicht. Ich habe dich besiegt. Ich bin viel besser. Hör auf, irgendwas zu erfinden. Ich bin 1000-mal besser als du. Hast du mich verstanden? Könnt ihr bitte aufhören? Das ist nicht der Zeit und Ort, um für sowas Lächerliches zu streiten wie Fortkack. Oh, ja, natürlich, es tut mir leid. Ja, mir tut's auch leid. Romeo, wir werden die teuersten Ärzte für dich einfliegen lassen und die besten Untersuchungen. Und wir müssen die Firma verkaufen, um diese teuren Untersuchungen uns leisten zu können. Nein, das passt schon. Wir zahlen auch für Julia mit. Ja, denn Romeo hat sie geliebt und er hätte das auch gewollt, dass wir für Julia mitzahlen. Oh, Familie Samsung und Familie Apple, sie sind ja beide zusammen. Sehr gut, dann muss ich nicht alles doppelt sagen. Diese zwei Krankheiten müssen einen Zusammenhang haben. Hat irgendjemand von Ihnen eine Idee, was es sein könnte? Haben die vielleicht irgendein Medikament genommen oder so? Ein Medikament? Ja, warten Sie. Romeo hatte so eine runde Kugel, so eine blaue und er hat gesagt, dass Julia diese Tablette genommen hat und vielleicht hat Romeo auch diese Tablette genommen. Eine runde blaue Tablette? Warten Sie mal. Ich glaube, er ist damit auch zu mir gekommen. Ich glaube, ich weiß, was das für eine Tablette war. Wenn das wirklich die Tabletten sind, die beide genommen haben, dann haben wir eine Lösung. Dann wissen wir, was es ist. Dann können wir sie verarzten. Und was ist, wenn es nicht diese Medikamente war, wenn Romeo sich geirrt hat? Was passiert dann, wenn wir ihnen das falsche Gegenmittel geben? Also wenn wir ihnen wirklich das falsche Gegenmittel geben, dann könnte sich ihr Zustand verschlechtern und sie könnten vielleicht sogar beide sterben. Also ist es ganz wichtig zu wissen, können wir Romeo vertrauen? Ich vertraue meinen Sohn zu 100%. Sie können ihm das Gegenmittel geben. Ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen kann. Ich glaube schon, aber Steve, du kannst meinen Sohn vertrauen. Er liebt deine Tochter über alles und er würde nichts machen, um sie zu gefährden. Er hat das Herz am richtigen Fleck. Ja, Romeo, ich vertraue dir. Wenn du sagst, dass es so ist, dann ist es so. Wir haben ihn vorher nicht geglaubt.
Also werden wir das jetzt tun. Na gut, dann werde ich jetzt das Gegenmittel holen. Ich vertraue dir, Romeo. Ja, mein Sohn. Ich vertraue Ihnen auch. Ich auch. Und hier bin ich schon mit dem Gegenmittel. Sind Sie sich zu 100% sicher, dass Sie ihm wirklich das Gegenmittel geben können? Wir könnten Sie, wenn das falsch ist, sogar noch stärker vergiften. Also Sie müssen sich wirklich 100%ig sicher sein, dass Sie das wollen. Wir haben uns unsere Entscheidung getroffen. Wir vertrauen Romeo. Geben Sie ihnen das Gegenmittel. Los. Wie Sie wollen. Dann fangen wir jetzt an. Hier einmal für die Julia. Und dann einmal für den Romeo. Jetzt können wir nur noch abwarten und hoffen. Rufen Sie mich, wenn etwas geschieht, okay? Wir bleiben hier, wir werden Sie nicht verlassen, keine Sorge, wir werden Sie rufen, wenn irgendwas passiert. Ich vertraue meinen Sohn und ich weiß, dass es stimmt, was er gesagt hat. Wir bleiben auch hier für unsere Tochter, die ganze Nacht, wenn es sein muss. Die zwei können glücklich sein, dass sie so liebende Familien haben. Ich werde später wieder vorbeischauen, okay? Ich wünsche Ihnen viel Glück. Wir werden auch nicht von ihrer Seite weichen, ja, Bro. Und sie warteten tatsächlich Tag und Nacht, 2 ganze Tage, ohne Schlafen, ohne Essen. Ihr wollt sicher alle wissen, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Das erzähle ich euch jetzt. Dafür müssen wir aber zurück in die Vergangenheit. Und zwar in den Zeitpunkt, wo ich mit meiner Mama in meinem Zimmer gestritten habe. Ich habe keine Lust, die glückliche Braut zu spielen. Jetzt raus. Aber Julia, wie redest du? Ich habe gesagt, raus. Raus aus meinem Zimmer. Lass mich in Ruhe. Ich gehe Hunter und TJ im Spital besuchen. Ich muss herausfinden, was wirklich passiert ist. Romeo hätte sicher nicht ohne Grund TJ einfach so geschlagen. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Los, schnell. Ich muss noch schnell Annie anrufen. Ich will, dass sie mit mir mitkommt. Ich will das nicht alleine machen. Oh nein, die wandelnde Pobacke und Mama. Oh, Herr spanischer Fürst, Sie sollten jetzt gehen und sich für die Hochzeit vorbereiten. Natürlich, wir sehen sich in ein paar Stunden am Strand, wo die Hochzeit stattfinden wird. Ich kann es kaum erwarten, Ihre Tochter zu heiraten, Madame. Es war schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen, daher. Und es wird sicher eine bezaubernde Hochzeit. Dann bis später. Tschüss. Wenn Sie wüssten, dass ich eigentlich gar kein Billiardär bin. Und Sie geben mir Anteile von Ihrer Firma und ich habe nicht mal Geld. Ich habe Ihnen ja versprochen, dass ich Ihnen Geld gebe für Ihre Firma, aber ich habe kein Geld. Und nach der Hochzeitsnacht werde ich Julia ein bisschen vergiften und dann wird all ihr Geld mir gehören, weil dann werde ich der einzige Erbe sein. Was? Der spanische Fürst, er will mich vergiften, um an mein Erbe zu kommen? Ich muss das Mama erzählen. Ich muss... Oh... Mama wird mir sicher nicht glauben. Sie wird sicher wieder sagen, dass ich lüge, weil ich ihn nicht heiraten will. Was mache ich jetzt? Ich werde das nicht zulassen. Ganz sicher nicht. Ich gehe mal zu TJ und Hunter ins Spital und dann schaue ich weiter. Das ist ja schrecklich, Julia. Was machen wir jetzt? Ich muss mal mit meinen Brüdern reden und ich muss mal schauen, was passiert ist. Ah, okay, ja, das verstehe ich. Ich will als erster die Wahrheit über Romeo erfahren. Ich kann nicht noch eine Enttäuschung verkraften. Oh, TJ, wie schaust du bitte aus, mein armer Bruder? Julia, was machst du hier? Ist heute nicht deine Hochzeit? Du weißt, warum ich gekommen bin, oder? Ich glaube schon. Du willst die Wahrheit erfahren, warum Romeo mich attackiert hat. Bitte, DJ, du bist mein Bruder. Erzähl mir die Wahrheit. Es ist wahr, wir haben Romeo eine Falle gestellt. Es war Mama und Papas Idee. Wir wollten sie nur einschüchtern, doch Mama und Papa hat gehofft, dass Romeo uns attackieren wird, damit sie eine Aufzeichnung machen können und ihn dann das Land verweisen können. Es tut mir so leid, Julia, bitte. Du musst mir glauben, dass wir das nicht wollten. Warte, ihr habt ihn eine Falle gestellt? Dann hat sich Romeo wirklich nur verteidigt und er hat euch gar nicht attackiert. Ja, und Mama und Papa hat gehofft, dass wir uns verletzen und schau mich an, ich habe gebrochene Hände und gebrochene Beine. Sie wollten dich dazu zwingen, den spanischen Fürsten zu heiraten, Julia. Und das alles nur, weil sie Geldsorgen haben. Sie verkaufen ihre eigene Tochter nur wegen Geldsorgen. Es tut mir leid, Julia, aber ich habe kaum Kraft. Ich muss ja zu deiner Hochzeit gehen und ich muss ein bisschen schlafen noch. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr. Keine Sorge, ich verzeihe dir. Du hast ja nur das gemacht, was Papa und Mama dir gesagt haben, dass du machen sollst. Julia, was machst du jetzt? Was sollen wir tun? Oh, Annie, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, ich muss diese 2 ganz seltenen und gefährlichen Medikamente rausholen und vorbereiten für den Kunden. Die verursachen nämlich einen Halbtod. Ich hoffe, dass sie niemand wegnimmt von dem Tisch. Ich muss nämlich ganz dringend aufs Klo. Ich habe nämlich tierischen Durchfall. Oh, ich hätte nicht Bohnen essen sollen. Medikamente, die einen Scheintod verursachen? Ich glaube, ich habe einen Plan. Julia, bist du verrückt? Das kannst du nicht machen. Nein. Annie,
Ich muss das tun. Nur so wird Mama und Papa die Wahrheit erfahren. Aber Julia, das ist viel zu gefährlich. Was ist, wenn das nach hinten losgeht? Da könnte so viel schief gehen und dann bist du wirklich tot. Das kannst du nicht machen. Ich muss das Risiko eingehen. Ohne Romeo habe ich so und so keinen Sinn zum Leben. Und meine Eltern werden mir nicht glauben. Ich muss ihnen die Wahrheit über den spanischen Fürst erzählen und sie würden mir so oder so nicht zuhören. Und wenn ich ihn heirate, ist alles zu spät. Dann bin ich so oder so verloren. Und was genau ist jetzt dein Plan? Wie willst du alles genau durchziehen? Erzähl's mir bitte. Ich werde kurz vor der Hochzeit die Medikamente einnehmen. Dann werde ich scheintot sein. Niemand wird wissen, was ich habe. Sie werden keine Lösung finden. Ich habe alles über diese Medikamente gelesen. Ich kenne mich aus. Ich habe für Romeo auch eine Nachricht in mein Lieblingsbuch hinterlegt. Vielleicht kannst du das seinem besten Freund geben und er kann es Romeo geben. Da habe ich alles erklärt, damit sich Romeo keine Sorgen macht. Und er kann dann den Ärzten sagen, was ich genommen habe und dann können sie mir das Gegenmittel geben. Du bist die intelligenteste Person, die ich kenne, Julia, und ich vertraue dir, aber bitte sei vorsichtig, okay? Danke, Annie. Ich wusste, dass ich dir vertrauen kann. Ich wusste, dass du meine beste Freundin bist und mir glaubst. Na gut, wir sehen sich dann zur Hochzeit. Bis gleich. Ich werde nicht aufhören können zu weinen, Julia. Es wird alles gut, Annie. Vertraue mir. Ich weiß, was ich tue. Hoho, Julia, schau mal, ich habe dein Brautoutfit hier. Ist es nicht wunderschön? Schau mal, dieses schöne Kleid an. Ach, du wirst so hübsch sein. Komm schon, Julia, zieh dich an. Komm. Vielleicht kann ich den Plan doch noch verhindern, wenn Mama mir jetzt glaubt. Mama, ich muss dir etwas sagen, und zwar über die Hochzeit. Der spanische Fürst, er ist böse. Er ist gemein, er ist nicht reich. Er nutzt uns nur aus und er will mich nach der Hochzeit vergiften. Jetzt Schluss, Julia. Du wirst ihn heiraten, ob du willst oder nicht. Es ist mir egal und hör auf, solche Lügen zu erfinden. Du musst mir glauben, ich lüge nicht. Hast du das Outfit vom spanischen Fürsten gesehen? Er ist reich, das erkenne ich sofort. Er will mich vergiften nach der Hochzeit. Du darfst nicht mehr diese Kriminalfantasie-Liebesromane lesen. Die machen dein Gehirn ganz verrückt. Und jetzt zieh dich an, ich warte draußen, dann bringen wir dich zur Hochzeit. Ich habe gewusst, dass es keinen Sinn macht. Ich werde meinen Plan durchziehen. Und ich kann nur hoffen, dass Romeo meinen Brief rechtzeitig findet. Ich bin richtig nervös. Ich habe schon ein mulmiges Gefühl, aber ich vertraue Romeo und ich vertraue Annie. Wenn meine Eltern mir nur zuhören würden, wenn sie mir nur glauben würden. Oh, das schmeckt ekelhaft. Na gut, fangen wir an. Julia, was ist los mit dir? Mom, Dad, mir geht's nicht gut. Ich krieg keine Luft. Ich krieg... Ruf die Rettung. Julia, geht's dir gut? Oh mein Gott, Julia. Hier ruft jemand die Rettung. Ich spüre nur einen ganz schwachen Puls. Los, ruft doch jemand die Rettung. Bro, komm, bringen wir sie ins Krankenhaus. Und das war mein Plan. Ich kann nur hoffen, dass die Ärzte das richtige Gegenmittel uns gegeben haben. Weil wenn nicht, dann werden wir nie wieder mehr aufwachen. Es sind schon 2 Tage um und sie sind immer noch nicht aufgewacht. War es vielleicht doch das falsche Gegenmittel? Und jetzt werden sie nie wieder mehr aufwachen? Hey, wir sind munter, yay, ihr habt uns das richtige Gegenmittel gegeben. Ich wusste ja, dass mein Plan aufgehen wird. Ach, ihr seid einfach die besten Mama und Papa. Warte, Romeo, dir geht es wieder gut? Mein Sohn, ich bin so überglücklich. Ich habe alles gehört, was ihr gesagt habt. Es freut mich, dass ihr der Familie Apple vergeben habt. Und Mama und Papa, ich hoffe, ihr glaubt mir jetzt. Ich wollte das nicht tun, aber ich bin froh, dass ihr mir jetzt glaubt und dass wir sogar mit Romeo zusammen sein können. Oh, du glaubst doch wohl nicht, dass alles so schnell vergeben sein wird. Was fällt dir ein, dich selbst zu vergiften? Wir hätten halber den Herzinfarkt bekommen. Ich weiß, ich hätte das nicht tun sollen und es tut mir wirklich leid, aber ihr glaubt mir jetzt und ihr habt mir jetzt gezeigt, wie sehr er mich liebt und ich liebe euch von ganzem Herzen, Mama und Papa. Oh, Herr Samuel Semsung, schön, Sie mal persönlich kennenzulernen. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Freut mich, dass Romeo an einer so netten und intelligenten jungen Person Interesse hat. Bro, Julia, du hast uns echt so ein Bro-Herzinfarkt gemacht. Wir können dir nicht mehr lange böse sein, Julia, denn du hast uns die Augen geöffnet, dass dieser spanische Furz ein Betrüger ist. Und du hattest echt Mut, Bro, dieses Medikament zu nehmen. Und Romeo, alles ist gut, egal ob du mir Beine und Hände gebrochen hast. Alles ist vergeben und vergessen, okay? Genau, Romeo, du musst natürlich nicht mehr das Land verlassen. Es ist alles gut. Hast du gehört, Romeo? Wir können jetzt endlich zusammen sein und nichts steht uns mehr im Weg. Ich bin so glücklich. Oh, Julia, dein Plan war einfach nur brillant. Du bist so intelligent. Danke, Romeo, aber ich wusste, dass ich dir vertrauen kann und deswegen ist der Plan auch aufgegangen. Julia, ich glaube, die Zeit ist gekommen, dass du uns allen mal deinen Plan erklärst. Komm, gehen wir alle nach Hause und zu Hause erklärst du uns deinen kompletten Plan. Ist das okay, Julia? Komm, gehen wir.
Der spanische Arsch mit Ohren wollte dich vergiften nach der Hochzeit, um das Erbe zu bekommen? Oh Julia, du hast nicht gelogen, hätte ich dir doch nur geglaubt. Es tut mir so leid, kannst du mir jemals verzeihen? Natürlich, Mama, du hast ja bewiesen, dass es dir leid tut. Und du konntest ja nicht wissen, was für ein Mensch dieser spanische Schwachkopf ist. Zum Glück hat die Hochzeit nicht stattgefunden, wenn ich nur daran denke, dass ich ihm 50% von meiner Firma gegeben hätte. Und wenn ich daran denke, dass er fast meine Tochter geheiratet hätte und ich hätte dich für immer verloren, Julia. Oh, Mama, Papa, es ist doch alles gut gegangen. Bitte, seid nicht mehr traurig. Wenn ich diesen Verbrecher jemals in die Finger bekomme, dann wird er sein blaues Wunder erleben. Bro, Pap, keine Sorge. Wir werden ihn schon fertig machen. Wir werden ihn auftreiben. Und Romeo, kannst du mir jemals verzeihen, dass wir dich gezwungen haben, eine Familie zu hassen, die dir persönlich nichts getan hat? Ich weiß jetzt, das war falsch, dich zu zwingen, nicht mehr Julia zu sehen. Ja, Papa, natürlich kann ich dir verzeihen. Ich weiß, du hast jetzt alles eingesehen, all deine Fehler und Probleme. Und ich hoffe, dass in der Zukunft alles besser wird. Natürlich wird alles besser. Wir werden einfach nicht mehr Fortnite gegeneinander spielen. Ja, das ist eine gute Idee. Dann werden wir uns nie wieder mehr streiten. Ja, das stimmt. Ihr solltet echt nicht mehr Fortnite miteinander spielen. Aber ihr könnt Toka Toka oder Roblox miteinander spielen. Da werdet ihr garantiert nicht streiten. Oh ja, wir haben so kluge Kinder. Hey, lass mich los. Was willst du? Was ist das für ein Geräusch? Das kommt vom Eingang. Schnell, schauen wir hin, was da los ist. Da ist irgendjemand. Was ist nur am Gang los? Los, Leute, stehen wir alle auf und gehen hin. Ja, gute Idee. Herr und Frau Apple, kommen Sie schnell. Ich habe einen Einbrecher gefunden. Ich bin kein Einbrecher. Ich bin der Ehemann von Julia. Was ist hier los? Das ist doch der reiche Fürst. Was machen Sie hier? Was soll ich denn machen? Ich hole nur den Anteil von der Firma, den ich mir verdient habe. Er war in Ihrem Büro und er hat Unterlagen durchsucht. Er hat irgendwas gesucht. Bei meinen Unterlagen? Er wollte die Verträge klauen. Natürlich wollte ich meinen Anteil holen. Julia gehört mir. Ihr habt sie mir versprochen. Das ist ein mündlicher Vertrag und daran müssen Sie sich halten. Ich werde Julia heiraten und dann gehört sie mir. Mr. und Mrs. Apple, soll ich ihn nach draußen befördern oder wollen Sie ihn auch noch fertig machen? Warte, Merkur, einen Moment. Das ist dafür, dass du meine Tochter vergiften wolltest. Au, meine Nase, das tut weh. Und das ist dafür, dass du eingebrochen bist. Und das ist dafür, weil du eine ekelhafte Visage hast. Au! Hey Bro, komm, wir müssen, glaube ich, Müll rausbringen. Warte, was? Ich gehe schon von alleine, ihr müsst mich nicht rausbringen, dankeschön. Oh nein, Herr Arsch mit Ohren, meine Brüder werden dafür sorgen, dass sie den richtigen Weg nach draußen finden. Ja, komm her, du wandelnde Pobacke, wir bringen dich nach draußen. Was? Nein, komm schon. Wohin bringt ihr mich? Das ist doch gar nicht der Ausgang. Was macht ihr? Bitte, macht das nicht, werft mich nicht aus dem Balkon runter. Ach, keine Sorge, wir werfen dich nicht runter, wir werfen dich rauf, Bro. Ja, bitte, und 1, 2, schau nur an, wie er fliegt. Ja, das würde ich sagen, so bringt man doch wirklich mal den Müll raus. Na, ich hoffe, er landet weich. Und ich hoffe, er landet in einem riesigen großen Kuhhaufen. Papa, das ist gemein, aber er hat es verdient. Wie sagt man so schön? Karma, man bekommt das, was man verdient hat zum Schluss. Weißt du, was richtig schade wäre, wenn dieser schöne Hochzeitsort verschwendet wird? Findest du nicht, Julia? Ja, das finde ich auch, Romeo. Wow, schaut mal, da kommt Romeo und Julia. Schauen sie nicht wunderschön aus? Es freut mich, dass dieser schöne Hochzeitsort noch frei war für heute. Da hast du recht, Romeo, denn heute heiraten zwei ganz spezielle Menschen. Oh, vielen Dank, meine Liebe, dass du meinen Brautstrauß für mich gehalten hast. Ich musste mir schnell die Schuhe zubinden. Vielen Dank, dass wir eure Trauzeugen sein dürfen. Natürlich, Romeo, ohne dich würde diese Hochzeit nie stattfinden. Hier, bitteschön, ihr Brautstrauß, Frau Kackwurst. Ich meine Corona. Entschuldigung. Ach, Julia, das hast mir nicht gewöhnt. So haben mich alle meine Schüler genannt. Oh, Karen, meine wunderschöne Karen. Ach, du schaust mal wieder bezaubernd aus. Wir sind so überglücklich, dass wir heute heiraten können. Vielen Dank, Romeo. Also, Karen, willst du mich heiraten? Ja, ich will. Bananenboy, willst du mich heiraten? Ja, ich will auch. Wir sind jetzt Mann und Frau. Oh, ich bin so überglücklich. Wir bedanken uns bei all unseren Gästen, dass ihr da wart. Karen, bist du bereit für die Flitterwochen? Ja, gehen wir in Urlaub. Wohin? Nach Paris. So romantisch, danke, auf Wiedersehen, tschüss. Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, dass euch unsere Story gut gefallen hat und falls sie euch wirklich gefallen hat, könnt ihr dem Video schon mal gerne einen Daumen hoch geben, den Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren. Und ich glaube, ihr wisst alle, was jetzt kommt. Wir danken unseren besonderen Fans, und zwar unseren Superfans.
Abibe, vielen Dank, dass du all unsere Videos schaust. Sarah, vielen Dank, dass du unseren Videos immer einen Daumen hoch gibst. Miran und Mohammed, vielen Dank, dass du unseren Kanal abonniert hast. FW, vielen Dank, dass du die Glocke aktiviert hast. XLeaX, vielen Dank, dass du immer versuchst, bei unseren Primären dabei zu sein. Und Kitakbe Dabo, vielen Dank, dass du unser Fan bist. Und wenn ihr auch mal in einem Video von uns erwähnt werden wollt, dann schreibt uns einfach einen netten Kommentar und wenn ihr Glück habt, werdet ihr auch in dem nächsten Video gegrüßt. Oh Romeo, weißt du, was mir eingefallen ist? Was ist eigentlich mit diesem wandelnden Pobackenfürst geworden? Julia, jetzt wo du sagst, ich weiß nicht, was aus diesem Pobacken mit Ohren überhaupt geworden ist. Keine Ahnung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er verdient hat, was er bekommen hat. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch unsere Story gefallen hat, schreibt uns das in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, Hilfe! Ich fliege immer noch! Ah,